sehen. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zu meinem Days Gone Stream. Und nachträglich grüße ich, oder zukünftig, je nachdem aus welcher Perspektive man es sieht, grüße ich auch meine Zuschauer auf YouTube, die das im VOD sehen werden, mal wieder. Ihr habt auf YouTube abgestimmt, ihr wolltet das VOD davon sehen, ihr kriegt es. Und natürlich ganz besonderen Dank an meine Kanalmitglieder. Und da geht besonderen Gruß an meine Ehren- und Produktionsmitglieder Klingone23 und Jura Neidblum. Und als beziehungsweise auch als Produktionsmitglied, wenn ihr ein Twitch-Abo dalasst, ab der Stufe 2, dann kriegt ihr ja alle 3 Monate eine Postkarte und manchmal auch mit einem eigenen Design von mir. Und ich habe heute aus der Post gefischt meine neue Ladung neu designte Postkarten. Und ja, die sehen dann so aus, die neuen Postkarten. Also schön in meinem neuen Kanallogo. Oder so neu ist das Kanallogo jetzt auch wieder nicht. Das besitze ich jetzt auch schon wieder fast 2 Jahre, wenn nicht sogar länger. So, ich will ganz kurz zusammenfassen. Nein, das ist, wo wir gerade stehen. Ich habe ja jetzt ein paar Stunden Days Gone alleine gespielt. Aber wir sind momentan im dritten Lager, hier unten. Also anfangen tut man hier in der Gegend hier irgendwo. Das sind die beiden ersten Startgebiete, wo man reingeht. Nach so etwa 10, 12 Stunden kommt man hier runter und ich habe jetzt hier soweit alles abgegrast, dass ich nur noch eine einzige Quest, also eine einzige Hauptquest habe. Die Quest ignorieren wir mal. Ich mag Taka nicht. Aber wir haben hier unten nur noch eine einzige Quest für den guten Iron Mike. Und ich soll mit Iron Mike sprechen. Das Problem ist jetzt, wenn ich da hinkomme, kriege ich eine Nachricht. Wenn ich die Quest annehme, komme ich lange Zeit nicht mehr in das Gebiet zurück. Deshalb habe ich gedacht, ich warte da, bis ihr dabei seid, denn das wird garantiert eine großartige, epische, weltbewegende, zombieverseuchte Quest werden. Irgendwas in der Art. Und deshalb habe ich gedacht, ich warte da mal, bis ihr da seid. Aber jetzt nutze ich erstmal die Gelegenheit und sage, Riddlewolf, hallo, auch dir einen schönen guten Abend. Und danke, Leon067, für deinen Like, den du geschickt hast. Genauso wie Just Focus. Vielen Dank für deinen Like. So. Ja, Likes ist das Applaus eines TikTokers, sozusagen. So, dann starten wir mal die Quest und bin gespannt, wo er hingeht. Und hi, Crybaby. So, genau, das ist die Nachricht, die ich gemeint habe. Wieder allein unterwegs. Nach dem Fortsetzen der Handlung sind die nördlichen Regionen für dich vorübergehend gesperrt. Das ist auch der Grund, warum ich versucht habe, fast alles hier in den nördlichen Regionen zu machen. Ich glaube, da habe ich alles gemacht. Für die Leute, die es interessiert, welchen Level ich habe, ich bin jetzt momentan Level 23, habe Konzentration komplett ausgebaut und fange jetzt gerade an, Ausdauer zu leveln. Also man levelt ja mit dem komischen Spritzen, die man bekommt. Und danke Just Focus weiterhin für deine Likes. Skilltechnisch habe ich ja bis Stufe 3 hier im Nahkampf freigeschaltet. Da habe ich die Skills Befreiungskünstler und Feldreparatur. Feldreparatur, ganz wichtig. Denkst du, GTA Story für 10 Euro lohnt sich, wenn man dann online mit PS Plus bekommt? Ja, Riddlewolf, weil, das ist das ganz Wichtige, also Riddlewolf fragt mich gerade, ob die PlayStation 5 Version von GTA für 10 Euro sich lohnt, wenn man doch GTA Online mit PlayStation Plus kostenlos bekommt. Man bekommt die kostenlose Version aber nur 3 Monate lang. Das heißt, nach 3 Monaten musst du kaufen. Und das perfide ist, nach 3 Monaten kostet die normale GTA Story Version, wo das GTA Online dabei wäre, nicht mehr 10 Euro, sondern 40 Euro. Also wenn du die Story haben willst. Wenn du natürlich aber sagst, du willst eigentlich nur GTA Online kaufen, also nur GTA Online spielen, dann warte, dann spiel jetzt 3 Monate kostenlos und kauf dir dann für 10 Euro nur GTA Online. Das ist halt die Frage. Ich habe mir jetzt GTA 5 für 10 Euro geholt, habe damit den Online-Modus auch dabei und habe danach sozusagen jetzt 40 Euro gespart, 30 Euro gespart. Und hi, JPlay Only, dir einen wunderschönen guten Abend und danke Crybaby für den Like. So, dann haben wir hier harte Schläge und noch ein Spruch, Kieferbruch. Das ermöglicht mir einfach längere Kombos mit den Nahkampfwaffen. Dann
habe ich hier die Abrechnung, verleiht Nahkampfwaffen die Chance auf kritische Eliminierungsschaden. Das ist ganz cool. Das heißt, wenn ich da einen Angriff mache, kann es sein, dass das Dreieck aufploppt und dann kann ich nochmal zusätzlichen Schaden machen, wenn ich das richtige Timing habe. Dann würde ich hier als nächstes die blitzschnellen Reflexe machen. Die sind beide nicht besonders gut, aber es ist besser als Stierlauf, weil ehrlich gesagt habe ich keine Lust auf Zombies zuzulaufen. Wenn, dann eher weglaufen. So, dann bei den Fertigkeiten in den Schusswaffen, da habe ich ein bisschen mehr reingepackt. Da habe ich konzentrierter Schuss. Das heißt einfach, dass ich diese Konzentrationsfähigkeit besitze. Das ist dann im Prinzip so eine, ja, ähnlich wie die Dead-Eye-Funktion bei Red Dead Redemption. Dann Kampf und Flucht, das ermöglicht mir einfach genauer zu schießen, wenn ich laufe. Dann habe ich hier Massenkontrolle, das reduziert einfach die Abklingzeit von Konzentration. Das heißt, umgekehrt, ich habe Konzentration wieder schneller verfügbar. Dann habe ich hier voll konzentriert. Das heißt einfach, wenn ich Konzentrationscocktails mache, die ich ehrlich gesagt bisher noch nicht wirklich viel benutze, dann wirken die länger. Dann Fähigkeit bei Sprinten also das wird dann eher später im Endgame relevant, wenn ich dann tatsächlich gegen Zombie-Horden kämpfe. Oder Freaker-Horden heißt die ja hier. Dann die Fähigkeit bei Sprinten eine Fernkampfwaffe nachzuladen, finde ich auch wichtig. Momentan im Early Game oder Mid Game hier noch nicht so wichtig, aber später eben gegen die Zombie-Horden sehr, sehr wichtig. Reduziert den Rückstoß von Fernkampfwaffen erheblich. Ja, kann man halt genauer zielen. So, und Just Focus meint, er versucht jetzt die 10.000 Likes bei mir auf TikTok hochzukriegen. Hey! Und Riddlewolf meint, GTA PS4 hat man schon dann trotzdem noch 3 Monate den Online-Modus neu kaufen. Ja, das ist halt das Problem. Das ist halt kein Update, sondern es ist ein eigenständiges Spiel, was sie verkaufen. Dann habe ich hier Fernkampf, unter Druck. Du verbrauchst keine Konzentration mehr, wenn du deine Fernkampfwaffe nachlädst. Das heißt einfach, wenn Munition ausgeht und ich bin noch im Zoom, ja, spare ich mir da die Zeit. Und dann erhöht die Präzision von Fernkampfwaffen, Todesschuss. Ja, einfach wieder besser zielen, dann nachlegen, erhöht die Munitionskapazität. Mehr Munition, immer gut. Und erhöhte Projektildurchschlagskraft, das heißt, statt nur einen mit einer Kugel zu erwischen, kann ich 2 erwischen. Ha. Und hallo, The Last Wolf, einen wunderschönen guten Abend. Hey, kann dich nicht abonnieren mit Amazon Prime? Das ist seit 2 Monaten so. Oh, warum nicht? Hast du vielleicht das Amazon Prime an jemand anders schon vergeben? Das kann ja sein. Beziehungsweise mittlerweile muss man, glaube ich, unter ein Häkchen setzen, damit man Amazon Prime machen kann. Da musst du mal gucken. Das ist mir heute auch aufgefallen. Da musst du irgendwie erstmal ein Häkchen setzen. Die haben das ein bisschen umständlicher gemacht. Und dann bei Überlebensskill, das sind jetzt keine sehr dollen Skills, die gameplay-technisch wichtig sind, aber sind tolle Skills dabei, die mir auf dem Weg zur Trophy zum Beispiel sehr stark helfen. Da habe ich dann zum Beispiel Falkenauge, das heißt, ich sehe Pflanzen auf der Karte, das heißt, ich kann Pflanzen besser einsammeln, was mir hilft, Pflanzen entweder als Ressource oder eben nachher für Währungen einzutauschen. Und Dorn im Auge bietet die Chance, also wenn ich in der Armbrust mal abschieße, dass ich sie aussage, das war tatsächlich am Anfang eine sehr gute Waffe, wo ich noch nicht so viel Munition hatte und nicht so doll war. Und Last Wolf meint, ich gucke dich ja nur über Twitch. Naja, es ist so, wenn draufklickt, steht da Fehlabonnieren nicht möglich. Okay, das ist interessant. Keine Ahnung warum. Bist du über der Webseite drin oder über ein Handy, Last Wolf? Dann Diebe in der Nacht habe ich. Das ist einfach, ich mache weniger Lärm. Ich kann mich besser an Leute anschleichen, kann ich sie leichter ermucksen. Genau. Dann haben wir den grünen Daumen. Das geht genau in Einklang mit dem Pflanzensammeln, was ich vorher gesagt habe. Nur jetzt sammle ich nicht nur eine Pflanze auf, sondern doppelt so viel Pflanzen, doppelt so viele Ressourcen. Das gleiche hier erhöht die Menge an Fleisch, die du von Tieren sammelst. Mehr Fleisch, mehr Ressourcen, mehr Money. Dann habe ich Ohr am Boden. Das hilft mir ab und zu. Ich sehe dann durch Wände hindurch Gegner. Auch ganz praktisch. Und dann habe ich hier noch erweiterten Inventarplatz für Herstellungsmaterialien, Fallen und Wurfprojektiere. Ich kann mehr tragen, unwahrscheinlich hilfreich. So, gibt dir weniger Gesundheit. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Verdoppelt die Effektivität von Schrott. Das heißt, ich kann günstiger mein Motorrad reparieren. Verzichte ich aber momentan drauf, das mir zu holen, weil damit ist es schwieriger, eine Trophäe zu bekommen. Was hältst du von Wolfenstein? Welches Wolfenstein, Riddlewolf, meinst du? Meinst du die neuen Remakes? Die finde ich relativ cool.
Die alten habe ich nie so gemocht. Und Mario Übert fragt, was ich gerade zocke. Ich zocke Days Gone. Days Gone ist ein Zombie-Apokalypsen-Motorradspiel. Open World, irgendwie so. So, und wir fangen die Story an. So, und Just Focus will gerade Twitch installieren. Okay. Also ich liebe Days Gone mittlerweile. Ich bin echt verrückt nach dem Spiel. Aber die Ladezeiten, wenn mal eine Ladezeit kommt, ist echt anstrengend. Haben wir die Alternativ-Collection geholt für 18 Euro, 4 Spiele. Was ist die Alternativ-Collection? Du hast mal gesagt, Sag mir gar nichts. Geh weg, ich kann nicht komm helfen, schon. Dick. Zeichne einfach eine Karte. Nach allem, was du getan hast? Nach allem, was ich... Und was hast du getan, alter Mann? Ha? Sherman's Jetzt geh Camp, was weg, du was verschwinde getan hast? von hier. Hey, Lass nein, mich in hör mir Ruhe. zu. Was, wenn du es zurücknehmen könntest, es in Ordnung bringen. Als ich Sarah zum Heli gebracht hatte, war ich erleichtert. Wie krank ist das? Ha? Ich war erleichtert. Und danke wieder Riddlewolf und Crybaby für die ganzen Und Likes. jetzt Vielen jagst du Dank. Geister. Du glaubst, deine Frau zu finden, falls sie noch lebt. Bringt irgendwas in Ordnung und heilt dich? Ich weiß nicht, aber ich versuch's. Jetzt habe ich keine Taschentücher. Toll. Ja, und mir juckt die Nase. Na gut. Wenn ich das tue. Du hast ja die Steelbook Edition gekauft. Cool. Ich habe halt die PS Plus Version. Kommst du nicht zurück? Last Wolf. Aber ich versuche auch die Platin Edition, Platin zu holen. Okay, Also ich bin gut bei den verspreche Trophys. Kann ich nachher mal zeigen, wo ich bei den Trophys Kommst gerade nicht stecke. zurück. Alles klar. Achso, 101 Euro. Okay, ich habe 110 Euro, nur 10 Euro gekriegt. So, gucken wir mal ganz kurz, Jetzt wo muss ich bei den... mit Busa reden. Schauen wir mal ganz kurz, wo ich bei den Trophys gerade stehe. Die haben hier so eine schöne Trophy-Übersicht. Also, die Story-Trophys, da fehlen natürlich noch ein paar versteckte. Dann sind natürlich die Hinterhalt, also die ganzen Sachen, die mit der Story zusammenhängen, da hänge ich natürlich noch. Aber ich habe die 100 Tarnmodus-Kills habe ich gemacht. Ich habe die 10 Minuten Driften bereits geschafft. 200 mit einer selbst hergestellten Waffe habe ich geschafft. Ich bin kurz davor, die 998 Freaker-Ohren zu holen und auch kurz davor, 541 Objekte von Leichen zu looten. Das sind, glaube ich, die schwersten Sachen soweit. Was ich seltsamerweise geschafft habe, eigentlich durch Zufall, ich habe bereits meine erste Horde erledigt. Und damit vielen Dank an Mr. Sabaton für deinen Follow. Vielen Dank. Und wie immer gilt natürlich, mach's dir bequem, leg die Beine hoch, nimm dir ein paar Kekse, lass die Seele baumeln und vor allem genieß die Show. Und hallo Namitsu, einen wunderschönen guten Abend. Genauso wie Wenner HP, dir auch einen wunderschönen guten Abend. Und schön, Wenner HP, dich mal wieder zu sehen. Und natürlich ganz besonders schön, dich Namitsu zu sehen als... ja, nicht nur Kanalmitglied, sondern du hast dieses schöne First-Logo da bei mir. Also im Prinzip ein Abonnent der ersten Stunde. Und fast auch durchgehend, wenn man es so nimmt, weil du mich ja auch auf YouTube lange Zeit unterstützt hast. Also in der Zeit, wo ich keinen Twitch hatte. So. Gehen wir mal hier raus. Ui, und Crybaby hat es mittlerweile schon auf 5000 Likes bei mir auf dem Kanal, auf TikTok geschafft. Wow. So, jetzt muss ich, da hinten muss ich hin. Es kann übrigens sein, dass ich diese Woche noch ein- oder zweimal spontan streame am Wochenende. Kann ich noch nicht versprechen, aber es sieht so aus, dass meine Frau sich mit Freundinnen trifft. Und in dem Fall werde ich die Abende nutzen, um zu streamen. Wann genau, kann ich noch nicht sagen. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, am besten mir per WhatsApp folgen. Auf WhatsApp, auf Twitch einfach mal Ausrufezeichen WA eingeben und auf TikTok vielleicht mal auf mein Profil gehen, da ist es irgendwo im Linktree verlinkt. Kann mich nicht in Twitch anmelden und auch nicht registrieren. Das ist komisch. Vielleicht hat momentan Twitch ein bisschen ein Problem. Und Riddlewolf, was würdest du dann zocken? Wann meinst du? Jetzt beim an dem Wochenende? Wahrscheinlich dann auch Days Gone. Einfach um ein bisschen weiterzukommen.
Ach du Scheiße. Hey, Spitzkopf Larry, wunderschön, dass du wieder da bist. Oben am Farewell Ridge. Wir sahen die Freaks. Und Tausende, zu viele, um zu zählen. ich bin gleich. Ja, ich erinnere mich. Und ich dachte nur, wir alle, Männer, Frauen und Kinder, sind jetzt heimatlos. Sind verdammte Flüchtlinge. Und Random Game sagt gerade bestes Game. Gehört jetzt ihnen. Wir werden Ich überleben. bin echt begeistert vor das. Das Story-Pacing ist halt wirklich gut. Ganz gut. Aber das ist kein Leben. So wie Jack immer sagte, scheißegal, zu welchem Ziel du unterwegs bist. Aber du musst immer wissen, wo dein Zuhause ist. Tja, wir haben nie drüber geredet. Warum wir die Kutten noch trugen. Trotz dieser ganzen Freakshow, also, weil sowas schon lange keine Bedeutung mehr hatte. Ja, Gewohnheit, glaube ich. Die letzten beiden Mongrels, Farewell-Originale. Die Biker Boys, die übelsten Drifter auf der Broken Road. Verdammt richtig. Ja, ich schätze, wir waren sowas wie eine Marke. Wir waren ja vieles, aber bestimmt keine Marke. Ich hoffe, wir werden Boozer wiedersehen, nachdem wir alleine losziehen. Ohne Sarah, ohne Jack, ohne alles. Da wusste ich, dass wir alles hinter uns lassen würden. Alles, was wichtig war, war weg. Nur das nicht. Hey, My Talks, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du auch wieder da bist. Du fährst wieder allein. Wir genießen wieder ein bisschen die Show. Oh, wir lassen unsere Kutte Das da. werde ich wohl. Komm her, Jack. Geh rein. Na los. Wenn sie da draußen ist, Der Kleine ist auch süß. findest du sie. Oh Gott, Entschuldigung. Deke, bist du fertig? Ja, Mike, ich bin bereit. In Ordnung. Triff mich am Tor. Es dauert nicht lange, dann bin ich da. Und lass mich gar nicht warten. Mike, Nein, nein. Wir haben. Klar, Mike. Ganz wie du meinst. Ah, Just Focus hat Twitch. So, Ich gucke nur ganz kurz, ob ich irgendwas übersehen habe. Nein, ich glaube nicht. Gut, Motorrad ist aufgetankt, wenn ich das richtig sehe. Just Focus folgt mir jetzt. Danke, Just Focus. Und natürlich auch dir gilt, leg die Beine hoch, genieß die Show. Nimm dir ein paar Kekse, aber nicht zu viel. Die anderen sollen auch noch welche kriegen. Und lass die Seele baumeln. Milliarden Menschen sind tot, aber sie hat es geschafft? Hey, wir Übrigens auch, noch, oder nicht? glaube ich, 1 oder 2 Follower. Wenn ich Dann jetzt aufgebe, müsste ich die 1000 voll kriegen. Wenn ich das nicht tue. Himmel, dann ende ich am Ende noch wie... So wie wir. Ja? Wie Iron Mike, wie Boozer? Genau, noch ein Follower, dann habe ich die Nennst 1000 uns voll. Camper, ja? Fahr los. Und finde deine Frau. Danke, Andy. Du weißt, wo du mich findest. Ich finde vor allem die Liebesbeziehungen in dem Spiel echt gut gemacht. Also für ein Spiel wirklich die glaubhaftesten Liebesbeziehungen. Sowohl zwischen Andy und Ricky, als auch zwischen Deacon und seiner Freundin. Dass Frau, du, je nachdem. du hast Angst, hier zu sein. Ja, Lord Lumpy, ich sehe dich auch auf TikTok. Du kommst mir nicht. Und das macht dir höllische Angst. Es tut mir leid. Und übrigens, Lord Lumpy, Mir auch. du hast meinen Neid sicher dafür, dass du, wo du gerade bist. Also für dein Urlaubsziel sei dir meines Neides gewiss. Umso mehr freue ich mich, dass du gerade zuguckst. Ja, sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Darf ich Quass schenken? Ich weiß nicht, was Quass ist, aber wenn du was schenken willst, darfst du das gerne machen. Du darfst gerne was schenken, du musst nichts schenken, du darfst aber gerne. Okay, ich folge dir.
Ein Gamepad. Yay, danke, Dr. Lampi. Was geht heuer Kroatien? Keine Ahnung, Kroatien guckt gerade nicht zu. Aber Madagaskar ist anwesend. Und wir haben gestern übrigens, meine Frau und ich, haben unseren Urlaub für Ende März, in der letzten Märzwoche, gehen wir nach Mallorca. Yay, eine Woche Mallorca. Also, nicht Ballermann oder Malle, sondern schön gemütlich über die Insel mit dem kleinen Autochen. Jack, früher, weißt du? Oh, Lord Lumpi, dafür freue ich mich umso mehr, wenn es deine einzige Münze war. Er wusste nicht, was er Vielen damit Dank. anstellen soll. Das klingt nach Jack. Er hatte den Club fest in der Hand. Klar, ihr habt schon ordentlich auf den Putz gehauen damals. Aber ich glaube nicht, dass ihr gemordet habt. Nicht kaltblütig. J-Play Only, ich bin schon mehrmals allein geflogen. Ich war zum Beispiel ganz alleine für ein Jahr in Amerika und da bin ich nur mit dem Flugzeug hingekommen. Sommerferien nach Novigrad. Ich war letztes Jahr in Pula in Kroatien. Das ist nicht ganz so weit wie Novigrad, glaube ich. Ich glaube, Weißt du, wie Pula viele ist ein bisschen Touristen im nördlicher, Sommer immer herkamen? aber auch ganz schön. Und da habe ich ja mich mit meiner Frau verlobt. Unzählbar viele. Stoßstange an Stoßstange. SUVs und Camper voll mit hysterischen Müttern, saufenden Vätern und rotznassigen Kindern. Überall nichts als Schlapphüte, Hawaii-Hemden und Flipflops. Den ganzen Sommer strömten sie wie knallbunte Ameisen von L.A. über Farewell hierher. Pausenlos. Gut, dass wir damals keine Touren hierher gemacht haben. So, und J-Play, viel Spaß dann in Amerika. Wo geht's denn da hin? Also ich kenne mich hauptsächlich an der Westküste aus, Ostküste aus, also vor allem nördliche Ostküste, Maine und so weiter. Und Octan fragt gerade, sollte ich mir Ghost of Tsushima holen? Wenn du das PlayStation Plus Ghost of Tsushima meinst, dann nur, wenn du auf Koop Multiplayer stehst. Wenn du aber das normale Ghost of Tsushima holen willst, also dir das richtige Ghost of Tsushima holen willst, dann kannst du da auf alle Fälle nichts falsch machen. Genau, aber das PlayStation Plus gratis ist ja nur der Multiplayer. Da muss man ganz doll aufpassen. Und auch dir danke, Lord Lumpy, für den Like. Florida. Oh, Florida, das ist cool. Da war ich auch schon. Ich war sogar einmal da, genau in dem Augenblick, als Space Shuttle, also das ist doch schon viele Jahre her, 2000 war ich da. Aber da bin ich genau dann gelandet in Orlando, als auf Camp Canaveral ein Space Shuttle gestartet ist. Und da konnte man auf das Dach von dem Flughafen gehen und sah dann einen riesigen Feuerschweif von der Rakete. Echt cool. Ja, auch gut. Komm, folge mir einfach. Ja, okay. J-Play, also ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber schon allein wegen den ganzen Einreiseformularen, die du mittlerweile machen musst nach Amerika, würde ich dir da empfehlen, eher wahrscheinlich mit jemandem zu reisen, der das für dich macht. Also ich meine, ich war da 2000 da, das war also direkt vor dem 11. September. Ich bin eigentlich nur einen Monat vor dem 11. September zurückgekommen, oder Anfang September eigentlich, damals. Und hatte da echt Glück, weil da waren noch nicht diese riesigen Sicherheitsvorkehrungen. Aber heutzutage würde ich, also wenn ich die Wahl hätte und ich jemanden mitnehmen könnte, der für mich den ganzen Papierkram macht, wenn man nach Amerika fliegt, würde ich den mitnehmen. Und hi Cypress, auch dir einen wunderschönen guten Abend. Und hi Chicken29, auch dir einen wunderschönen Abend. Riddlewolf fragt gerade, wann war Ghost of Tsushima das letzte Mal reduziert? Ich glaube, vor einem Monat, im Februar, im Januar-Sale, glaube ich, war es. Also in diesen 70%, bis zu 70% Jahressale oder Wintersale oder wie auch immer die heißen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht gegen die Taxis da knalle mit dem. So, das ist Winter.
Ist auch ein bisschen schwer zu töten. Ja, also ich muss ja gestehen, ich habe tatsächlich den Schwierigkeitsgrad auf einfach gestellt, weil ich das Spiel genießen will. Es gibt keinen Grund für mich, dass ich den jetzt auf einen höheren Schwierigkeitsgrad mache. Hab alles gesehen, habe jetzt den Schwierigkeitsgrad runtergeschraubt, einfach um die Spiele ein bisschen mehr zu genießen. Mein Weg endet hier. Folge einfach dem Weg. Er führt dich vom Berg runter und weiter ins Diamond Lake Tal. RK07. Ja, das ist Days Gone. Ich hoffe, du hast recht und deine Frau. Und hallo Braten of Steel, einen wunderschönen guten Abend. Oh ja, das gute alte Days Gone. Ich vermisse es, hatte es schon 3-mal durch. Wow. Das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich es durchspiele. Aber ich versuche die Platin-Trophäe anzupeilen. So. Jplay, die Frage ist, würdest du einen Direktflug von Deutschland nach Florida bekommen oder müsstest du irgendwo zwischendrin umsteigen? Wenn du umsteigen musst, dann würde ich auf alle Fälle jemanden mitnehmen, wenn du jemanden mitnehmen kannst. Oh, jetzt erstmal ein bisschen Musik genießen. Ich hoffe natürlich, dass mein YouTube-Video dann, wenn ich das auf YouTube stelle, nicht wegen dem Song hier jetzt gesperrt wird. Aber hey, ein Tod muss ich sterben. Mit ein bisschen Glück kommt das Video dann übermorgen am Freitag dann online. Wir sind schon bei 9600 Likes. Cool, Red Wolf. So. Wo bin ich jetzt falsch abgebogen? Also es ist tatsächlich ein bisschen schwierig, gleichzeitig auf den Chat zu gucken. Warte mal. Braten auf Steam meint gerade, oh Mama Mia, das ist das Einzige, was du jetzt machen musst. Spar dein Geld für Upgrades für das Bike. Ich habe alle Upgrades, die ich mir kaufen kann, habe ich bereits. Aber ich bin halt tatsächlich in den ganzen Lagern erst auf Rangstufe 2. Und da habe ich mir aber alle jetzt geholt. Aber ich weiß, dass im Lager, im Camp 4, glaube ich, also da, wo ich jetzt hinkomme, noch ein paar tolle Upgrades gibt, wie zum Beispiel das Nitro 3. Es kommt mehr, sehr viel mehr. Ja, das glaube ich. Ich habe mal geguckt, wie lange das Spiel insgesamt geht. Also die Story hat ja schon 60 Stunden. Also das ist... Aber bis jetzt habe ich jeden Moment genossen. Also die Story ist wirklich keine langweilige Minute drin. Hey JJ, einen wunderschönen guten Abend, der Herr. Wenn du da bist, finde ich dich. Okay, 15 Stunden, das ist... Ja, aber wenn du durchfliegen kannst, dann geht es eigentlich. Wie gesagt, die Zollabfertigung kann ein bisschen anstrengend sein, J-Play. So, und da sind wir. Nomade, eine weitere Trophäe. Captain Kuri, sind Sie da? Kommen! Mayday! Keine Reaktion! Mist! Versuch's weiter! Was zum Henker? So, während wir jetzt da gerade hinfahren, eine ganz kleine Sache. Wir hatten ja letzten Monat in der letzten Stream abgestimmt, was der Clip des Monats werden soll. Und tada! Das ist der... Hier, das ist der Clip des Monats. Meine gratis Flugstunde. Von der guten Moonspell mitgeklippt. Verdammt! Raider! Oh. Ich hätte vielleicht die bauen sollen, bevor ich
Böser Bär. Das Fliegen ist nicht das Problem. Wie gesagt, eher, wenn du nachher auf dem Flughafen in Amerika bist. Das ist eher das Problem. Mario und ich auch nicht, aber es ist jetzt auch erst mein... Also ich habe es ja letzten Sommer mal angefangen mit euch zu spielen, habe es aber jetzt nochmal von vorne angefangen, damit ich die Story nochmal drin habe. Oh, scheiße, Ich weiß nicht, was wir ohne sie gemacht hätten, Mann. Okay. Er ist tot. Alles An der Stunde. Oh Gott. Ich bin Russell, Glenn Russell. Das ist Private Mullins. Rick. Hey, Rick. Ich bin Deacon St. John. Sagtest du Private? Ja, Sir. Der Shoots County Miliz. Sie sind nicht von hier. Kamen Sie über den Pass? Nein. Ich war nur unterwegs. Ich komme von den Salt Flats, östlich vom Silver Lake. Was zum Teufel wollen Sie, Mann? Wie sind Sie über die 97 gekommen? Wow, Himmel, Mann. Der Was? Kerl hat dir das Leben gerettet. Der Colonel sagte, wir sollen nach Eindringlingen Ausschau halten. Im Norden und Süden. Verdammt, krieg dich wieder ein, Mann. Soll sich der Captain drum kümmern, okay? Gut. Also ich würde jetzt erstmal vielleicht das Öhrchen von dem bösen Bär haben. Kommen Sie mit. Wir haben ein Camp beim Diamond Lake. Essen und ein Bett für Sie ist das Mindeste. Okay, ja, klingt gut. Und Flores, wir können ihn nicht hier lassen. Danke, Just Focus. Dir viel Spaß. Bleib du hier, ich hol Benzin für uns. Nein. Hör zu, bleib hier. Nimm notfalls die Munition. Du packst das. Ja, Mick, ich bin live. Hab ich schon gemerkt. Na los. Genau, wenn ihr nicht überrascht sein wollt, dass ich vielleicht mal live bin oder kein Live von mir verpassen wollt, dann am besten mir auf WhatsApp folgen, dann kriegt ihr nämlich da eine Benachrichtigung. Der Link zu meinem WhatsApp-Account findet ihr in meinem Linktree, beziehungsweise im YouTube-Twitch-Chat einfach mal Ausrufezeichen WA eingeben und mir dann in dem Chatfenster einfach eine ganz kleine Nachricht schicken. Da kriegt ihr eine automatische Antwort zurück, wenn ihr den richtigen Account genommen habt. Und ab dann kriegt ihr zukünftig immer eine kleine Benachrichtigung von mir, wenn ich anfange zu streamen. Oder ihr könnt einfach mit mir so ein bisschen chatten oder sonstige Sachen machen. Also ihr kriegt dann auch Sachen, zum Beispiel, wenn ich ein neues Video mache, wie zum Beispiel jetzt gerade habe ich heute Morgen ein Abstimmungsvideo auf TikTok gemacht, was wir nächste Woche streamen. Und zur Auswahl steht nämlich nächste Woche Red Dead Redemption 2 oder die PlayStation 5 Variante von GTA 5. Und momentan ist es ganz dicht auf dicht. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, also kurz vor dem Stream, hat Red Dead Redemption mit genau einer Stimme gefolgt. Also 200 zu 200. Das ist echt spannend gerade. Also 200 und 201 war's. Silver Lake. Scheiße, Mann. Silver Lake. Nein, 16XD. Ich spiele es jetzt gerade zum ersten Mal. Deshalb kann ich auch nicht die Platin-Trophäe haben, weil ich noch nicht mit der Story durch bin. Aber ich bin dabei, mir die Platin-Trophäe zu holen. Aufgenommen? Überlebende, meine ich. Aus dem Flüchtlingslager. So, Lord, ist das neue was ist das? Ich habe jetzt irgendwie den Chat gerade ein bisschen verpasst. Er kam über die Salt Flats, glaube ich. Jetzt mal ganz kurz ins Twitch-Chat ein bisschen hoch, TikTok-Chat hochgehen. Ich gehe, hey, Lord, das ist doch kein Problem. Ihr müsst eh das neue zocken auf der PS. Achso, ja. Geht's wann? Variiert. Ich habe keine Ahnung, was gerade variiert. Wahrscheinlich GTA. Hier ist Corporal Russell. Aufmachen. Mario, was für ein Tomb Raider spielst du? Das, die Remakes oder die alten? Oder welche dazwischen? Mick, man wird bei mir gar nicht Moderator. Auf Twitch, auf TikTok mache ich momentan noch keine Moderation. Bericht. Captain Sir, wir hatten ihn wirklich. Wir fanden sein Bike noch warm. Aber er war weg. Hm? Nein, Sir. Und wenn, dann würde ich eher echte Freunde von mir oder echte Leute, die ich kenne, zum Moderator machen. Wo sind Mullins, Flores? Nein, Mick, ich spiele kein Ghost of Tsushima Legends. Multiplayer ist nicht so meins. Und hey, J-Play Only. Einen wunderschönen guten Abend. Benzin. Achso, nee, du warst auch schon die ganze Zeit da. Ja, Sir. Hallo, Dr. George. Einen wunderschönen guten Abend dir. Alle tot, Sir. Und Riddlewolf hat es jetzt auch auf Twitch Ich geschafft. versprach ihm etwas zu Schön. essen und einen sicheren Schlafplatz, Sir. Corporal, verschwinden Sie.
Und Sie sind? Den Ring kenne ich. Den Ring kenne ich. Ich bin Corey. Derek Corey. Sind Sie okay? Ja, tut mir leid. Sorry, ich bin etwas müde. Ich bin schon recht lang Du unterwegs. hast oben was geschrieben. Also Fliegen ist safe, das meinst du? Sind Sie interessiert? Ich möchte mich gern niederlassen, ein Camp finden. Bin interessiert. Du musst wahrscheinlich selbst gucken. Wobei, für Kinder oder für Jugendliche gibt es manchmal die Unterstützung, aber das muss man vorher anmelden auf dem Flughafen. Also, das müsste deine Mutter dann für dich anmelden. So, seit wann sind Sie Drifter? Schwer zu Und sagen. dann würde die Flugbekleidung zumindest dir bis zum Flugzeug helfen. Und wo kommt die Ausrüstung? Aber das ist, wie gesagt, schon ein paar Jahre her, seit ich das Problem hatte, als Minderjähriger zu Als fliegen. Kopfgeldjäger, hauptsächlich. Das war in den 90ern das letzte Mal. Freaks? Wobei, nee, stimmt gar nicht. Beides. 2000 bin ich geflogen, da war ich 16. Zu sein. Wissen Also Sie? knapp. Anfang der 2000er bin ich das letzte Mal als Minderjähriger Sie lagen geflogen. hinter dem Farewell-Tal, aber das ist egal. Sie sind weg. Überrannt. Russell sagt, Sie waren da, als es erwischt hat. Brand of Steel, nein, du darfst nicht spoilern. Bitte nicht spoilern. Ein Anblick, sage ich Ihnen. Wenn es darum geht, was mit meiner Frau passiert ist, das weiß ich schon. Und bitte für die Leute, die jetzt erstmal sehen, nicht spoilern. Warum bist du doch in meinem Hindernisparcours? Warum bist du doch nicht damit... Wenn du aber mir Tipps geben willst, wo ich irgendwie was finde oder sowas, das kannst du gerne machen an der entsprechenden Stelle. Bezahlung für Ihre Hilfe. Gehen Sie damit zum Proviantmeister. Okay. Sie wollen beitreten? Bleiben Sie. Wir werden schon bald von hier abrücken. Und wo soll's hingehen? Sie sagten, Sie können Spuren lesen. Ja, schon. Das ist Ich versuche gleich die Story ein bisschen zusammenzupassen, Cypress, nach der Sie dazu bereit? nach der Ist jetzt schon alles? Cutscene. Ich rekrutiere. Aber der Colonel nimmt den Eid ab. Sie bleiben hier. Helfen uns. Und ich bringe Sie zu ihm. Ich bin bereit. Und Mario noch Übert, ich habe den dritten Teil tatsächlich von der Tomb Raider Serie noch nicht gespielt. Ich habe sie aber auch alle drei. Das ist von den Remakes. Scheiße, der So. Typ hat meinen Ring. Er hat ihn Sarah geklaut. Er muss ihn geklaut haben, denn sie hätte ihn nie hergegeben. Und das bedeutet, dass sie hier ist. Okay. Also fangen wir an. Der sieht nicht nach Milizionär aus. Wir sind der gute Deacon St. John. Wir sind Biker. Und die Welt ist vor 2 Jahren ist aus irgendeinem uns nicht bekannten Grund eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Auch wenn wir die Zombies nicht als Zombies bezeichnen, sondern als Freaks. Das Besondere in dem Spiel es gibt riesige Freak-Horden. Also das sind wirklich dann Hunderte von Freaks, die einen überwältigen können. Wir haben einen besten Kumpel, der heißt, das ist die falsche Karte, der heißt Boozer. Boozer ist aber momentan hier. Der hat ganz am Anfang wurde Boozer die Hand verbrannt. Daraufhin hat sich das Ganze entzündet. Dann musste man Boozer die Hand abnehmen. Dann haben wir einen neuen Lebenssinn für Boozer finden müssen. Der neue Lebenssinn ist ein kleines Hündchen und damit freut sich Boozer. Es gibt nur noch sogenannte Überlebenden-Camps. Davon kenne ich momentan 3, beziehungsweise jetzt 4, seit ich gerade da angekommen bin. Und in den Camps herrscht noch so ein bisschen Zivilisation. Zwischendrin gibt es dann immer noch ein paar, wie sagt man, Plündercamps und so weiter, die versuchen selbstständig zu sein. Die gehen mir eigentlich nur auf die Nerven. Und dann gibt es halt überall Zombies, also hier gibt es nicht mehr große Zombie-Ecken, aber die muss man halt ausräuchern und später dann halt die großen Sachen wegmachen. Und danke Duftrock 67, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Und genau du bist die Nummer 1000. Du bist mein 1000. Follower. Anarchie also. Ja, es gibt tatsächlich sogar eine Gruppierung, die heißt Anarchie. Dann gibt es eine Gruppierung, die heißen RIP, Rest in Peace. Die hatte ich allerdings schon mehr oder weniger kopflos gemacht. Genau, jetzt bin ich hier den Weg lang gelaufen. Das Besondere ist eben, wir haben ein Bike. Das Bike dient uns auch für die Schnellreise. Allerdings brauchen wir dafür immer wieder Benzin. Ja, das ist eigentlich das Große. Unsere Hauptaufgabe ist jetzt eigentlich, unsere Frau zu finden. Vor 2 Jahren, als eben diese Apokalypse ausgebrochen ist, die Zombie-Horden,
wurden wir von ihr getrennt. Und sie ist mit einem Helikopter von der Nero-Organisation weggebracht worden. Wir haben uns um Boozer gekümmert, weil der angeschossen worden ist. Und genau, unser Ziel ist jetzt eigentlich, wir wollten am Anfang wissen, ob unsere Frau noch lebt. Dafür kriegen wir die Unterstützung von einem Nero-Wissenschaftler. Nero sind eine Geheimorganisation oder eine staatliche Organisation oder was auch immer von Wissenschaftlern und Militär, die die Zombie-Horden untersuchen, also die Freakers, und von dem haben wir erfahren, dass unsere Frau wahrscheinlich noch lebt. Und der große Spoiler ist, ja, sie lebt hier. Gibt es auch Kommunisten? Nein, also keine Ahnung, das kann ich dir noch nicht sagen. Was wir wissen ist, wir haben hier eine Horde von Prepper, also in Copeland haben wir eine Horde von Preppern und Verschwörungstheoretikern. Dann haben wir hier ein Gefängnislager, wo sie eher auf Sklaverei ausgehen. Bei Iron Mike würde ich sagen, herrscht einfach ganz normale Demokratie. Und jetzt sind wir, glaube ich, gerade in so einem Militärlager angekommen. So. Dann fragt noch Mix, solltest du mal GTA Online spielen, könntest du mir auf PS4 schreiben, dann könnte ich dir helfen, weil zum Start sind Online-Modus viele Löscher. Mick, werde ich machen, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn ich mit GTA Online anfange, dann werde ich das sowieso im Stream anfangen. Also dann werden wir das dann auch als kleines Event machen. So. Jetzt einmal weiter. Hey, du siehst nicht gerade nach Miliz. 16 XD, ich schätze mal, dass es auch für PS4 gratis wird, aber ich kann es dir nicht versprechen. Weißt du, Deacon St. John ist ein alter Prediger oder sowas? Nein. Mann, was für ein Hammername. Hör zu, Wade. Siehst du das, Mann? Das hier ist echt verrückt. Ja. Puh, also, willst du beitreten, zur Armee gehen, Soldat spielen Ich und weiß so? nicht, vielleicht, hör zu, du siehst aus, als... Riddlewolf, Ja, Mann, erst gestern. Okay. Gestern. was sagen wir? 42. Die Antwort auf alle Fragen. 42, Ich Riddlewolf. schon mal irgendwo gesehen. Riddlewolf fragt mich übrigens eine Zahl zwischen 1 und 90. Das heißt, wäre was für mich, Und ja. in dem Fall 92. Ich muss los, 42, Mann. Entschuldigung. Sie gucken nach, ob ich Läuse oder so einen Scheiß hab. Viel Glück für dich, Deacon. John. Scheiße, was ein Name. Und Braten of Steel meint gerade am Anfang von Days of Gone war er relativ frustriert und wusste nicht, was er machen muss. Und das ist tatsächlich das Besondere auch bei den Stories. Da musste ich auch erst durchsteigen, weil es gibt sogenannte Story-Fortschritte. Also man macht eigentlich nicht eine Story durch, sondern man macht eine Mission und die Mission, das sieht man jetzt hier unten bei den zusätzlichen Stories, also hier auf TikTok, Twitch hier und auf TikTok da oben. Da steht nämlich, also die Story Ich erinnere mich, die wird hauptsächlich fortgesetzt, aber zusätzlich wird eben die Story, die anderen beiden Stories da unten auch noch weiter fortgesetzt. Beziehungsweise wir starten damit 2 neue Storylines. Und hallo Jack Rose Mike, einen wunderschönen guten Abend. Schön, man ist nie zu spät. Ein Jack Rose Mike kommt immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Riddlewolf, ich wünsche dir viel Spaß bei FIFA. Also, ich bin kein großer FIFA-Fan. Das einzige Mal, wo ich erkannt habe, dass ich FIFA auf meiner Platte habe, war, als man meine Xbox 360 gehackt hat. Dadurch habe ich mich erkannt, dass es irgendjemand FIFA gespielt hat. Und vielen Dank, Shazam768, für dein Follow. Und auch du bist mein 1001. Follower auf TikTok, auf Twitch, Entschuldigung. Danke für dein Follow und auch du machst dir bequem, nimm dir ein paar Kekse, lass die Seele baumeln, genieß die Show. So. Ja, Dr. Dorsch, man kann echt lang verbringen. Ich habe, wie gesagt, geguckt, das Spiel, wenn man nur die Story durchspielt, ist man mit etwa 60 Stunden dabei. Und dann kommt noch mal etwa 10 Stunden, um den Rest aufzuräumen. Hier vielleicht. Aber bis jetzt, ich bin jetzt wahrscheinlich so 30 Stunden, würde ich sagen, dabei. Ich habe jede einzelne Minute davon genossen. Bis auf 1, 2. Da bin ich gestorben und hatte Ladebildschirm. So, wir müssen jetzt aber... Ich meine, bei Ihrem Werdegang wäre das logisch, oder? Das hier muss es sein. Ach, verdammt. So, Brr musste es kopieren, hab keinen Speicherplatz. Also bitte nochmal 1 bis 69. Riddlewolf, immer noch die 42. Glückwunsch zu 1K. Danke, Jack Rose Mike. Vielen Dank und danke für die 13 Bits. Vielen, vielen Dank.
Süße Zeichnungen. Mann, bin ich froh, dass Sarah und ich keine Kinder haben. Sie zu verlieren wäre... Oh. Ja, Kinder der Postapokalypse. Nee. Mario Ubert, ich glaub dir, dass Resident Evil gut ist. Resident Evil ist halt nicht so für mich. Das geht viel zu stark auf Schocker. Das ist nicht ganz. Hier nicht. Ach, verdammt, sie ist nicht hier. Sie ist nicht hier. Aber, naja, klar. Fallout 76 habe ich mal angefangen, als es rauskam, hat mich dann aber doch eher kalt gelassen. John, sind Sie auf diesem Wolf. Kanal? Corporal Russell sagt, Sie hätten ein Funkgerät. Ja, ich höre. Kommen Sie zum Tor. So, wo ist das? Unterwegs. Wenn mir jetzt noch jemand sagt, wo ich das Tor finde, in der Richtung. So, da geht's zum Tor. Hallo? Wir sind abfahrbereit. Was ist mit Ihnen? Bereit, wenn Sie es sind. Da haben Sie viel Arbeit reingenommen. Ja, ein bisschen. Und Ghosty hat das Spiel bereits auf Platin. Wow. Also ich habe mir mal die Statistiken angeguckt. Etwa 5% der Spieler haben es auf Platin. Das ist gut, weil es ja doch ein sehr langes Spiel ist. Sind Sie denn gut? Können Sie fahren? Ich kann fahren. Miliz. Müssen Sie sich beweisen. Ich will sehen, ob Sie was können, St. John. Der will sehen, ob ich was kann. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen auf die Straße konzentrieren, damit ich keine Unfälle baue. Also was zum Teufel ist da passiert? Ich meine, es sieht aus wie ein Waldbrand, aber die Baumstümpfe sind verkohlt. Das heißt, sie wurden gefällt, bevor es gebrannt hat. Gutes Auge. Das ist die Todeszone. Wir bauen unsere Barrikaden, dann folgt die Brandung. Vom Außenposten aus können wir die Horden früh genug entdecken. Und Sie wollen alles abfackeln, damit Krabbler und Schwärmer keinen Schlafplatz mehr haben? Sie kennen die Freaks gut, was? Wie gesagt, ich war sehr lange da draußen unterwegs. Und das ist der Plan, ja? Der Miliz, meine ich, einfach alles abfackeln? Wir führen Krieg, St. John. Wir tun alles, um ihn zu gewinnen. Krieg! Das ist es doch, oder nicht? Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Das Einzige, was sie aufhalten kann, ist eine Armee. Nee, also, Deathstroke, das glaube ich. Deshalb fange ich da auch nur überhaupt, mir die Platin ins Auge zu greifen. Die ist wirklich schwer, aber sie ist halt langwierig. Nach Überlebenden. Suchen Sie jemanden? Was? Nein, nicht wirklich. Ich meine, naja, ich war früher mit Leuten unterwegs und dachte, die wären vielleicht hier. Ich dachte, Sie jagen jemanden. Für ein Kopfgeld, meine ich. Ja, nein, ich habe schon viele Typen sehr weit verfolgt, aber nie so weit. Das ist kein Kopfgeld wert. Auf alle Fälle, die Schneelandschaft ist mal erfrischend. Wenn auch ein bisschen kalt. Nein, Days Gone hat keinen Koop-Modus. Das ist tatsächlich ein reines Singleplayer-Spiel. Hey, Corporal, der Captain ist hier. Erledigt, Sir. Setzen Sie eine Markierung. MySip, ich habe letztes Jahr Days Gone angefangen zu spielen. Allerdings vielleicht so 10 Stunden reingespielt und ich habe es dann letzten Monat, also im Februar, nochmal von vorne angefangen. Mit einem neuen Durchgang, damit ich einfach nochmal die Story und alles, das Gameplay nochmal richtig im Griff hatte. Und jetzt bin ich so etwa 30 oder 40 Stunden drin. Wie lange war Vasquez? Vasquez bei Ihren Leuten? Ein paar Wochen oder länger. Er war fleißig. Was zum Teufel? Hattet ihr Probleme bei der Vorratsbeschaffung? Plündererangriffe? Ja. Okay, wir gehen ab hier zu Fuß weiter. Zu Fuß? Warum? Und danke, MySip, Vasquez war für nicht ohne die Grund Likes. hier. Vom Bike aus sehe ich keine Fährte. Kapiert. So. Es hat geschneit, also gibt es keine Stiefelspur. Ach ja, den habe ich vorhin alle. Das ist übrigens ein Zombie-Bär. Also es gibt auch Zombie-Wölfe und ja. 68% bei Assassin's Creed. Odyssey, das ist cool. Ups, Entschuldigung, falsche Richtung. Was in die Richtung?
Das passiert, wenn man nebenher Chat liest. Dann kommt man ein bisschen durcheinander. So. Hallo, ist hier jemand? Erstmal blöd. Oh, da kann man. Yes. Yay, Hundespielzeug. Das hilft bestimmt. Ich dachte gerade, das ist eine Playstation, aber nee, ist nur ein Videorekorder. So, immer schön plündern. Denn zum Plündern sind wir da. Ah, hier ist noch was. Da können wir eine Spur. Er hat Rationen gestohlen? Munition? Ja. Eine Notration. Halb aufgegessen. Tja, ihre Männer scheinen ihn beim Essen überrascht zu haben. Sein Bike steht noch vorne. Er muss also hinten raus sein. So, und Jack Ross Mike hat eine Frage zu Blurb. Ich habe noch eine Frage zu Blurb. Und zwar habe ich das letzte Mal eingestellt und du hättest, glaube ich, gesagt, dass du... Achso, ja, ich habe... Warte mal, ich gucke gerade. Es gibt nämlich den sogenannten Walk-On. Dann kriegt ihr jedes Mal, wenn ihr reinkommt, ein Sound-Alert, der dann automatisch abgespielt wird. Aber dafür muss ich einmal das Ganze bestätigen. Weil sonst kann es natürlich sein, dass ihr mir dann irgendwas, so einen Sound macht wie Eisi, stirb, stirb, Eisi, stirb. Und das ist vielleicht etwas kontraproduktiv für mich, für meine Konzentration und mein Selbstwertgefühl. Deshalb muss ich das immer bestätigen. Und ich guck mal ganz kurz, Walk on. Ah ja, da ist ein Review. Ah ja, oh, das heißt schon Annoying Sound, was Jack Rose hat. Wie gesagt, das müsste, ich hab's dir bestätigt, Jack Rose. Du müsstest jetzt wahrscheinlich einfach nur mal den Stream neu laden. Aber dann sollte es gehen. Also einmal rauskommen und einmal reinkommen und dann sollte es abspielen. Und danke, Knispy, für die 5 Rosen. Danke, danke, danke. So, Mick fragt, lädst du eigentlich auf YouTube deine Red Dead Online Stream Highlights hoch? Wäre cool. Die Red Dead Online Stream Highlights nicht. Also ich mache eigentlich keine Highlight-Videos. Aber ab jetzt werde ich meine Streams hochladen. Und theoretisch ist es ja jetzt so, ihr könnt jetzt auf YouTube ja auch selbst Clips machen. Also ihr könnt auch von YouTube-Videos auch Clips machen. Und wenn ihr da tolle Clips macht, dann würde ich daraus auch vielleicht mal ein Highlight-Video machen. Das gleiche ist, wenn ihr zum Beispiel auch Highlight-Videos jetzt aus meinem Stream macht. Wenn da genug rauskommt, dass ich da ein Video mache, dann würde ich da vielleicht auch ein Highlight-Video drauf machen. Aber das Problem ist, ich habe leider nicht die Zeit, meine ganzen Streams nochmal komplett selbstständig durchzugucken, um nachzuschauen, ob ich da irgendwelche speziellen Highlights finde. Das ist halt das Problem. Deshalb reine Highlight-Videos, die ich nicht durch euch unterstützt bekomme, kann ich leider nicht machen. Aber wenn ihr viele coole Clips macht, die auch wirklich cool sind, dann und ich da ruhig ein Video kriege, dann mache ich es. Ansonsten wird es halt eher, dass ich mal vielleicht ein TikTok- oder Instagram-Video daraus mache. Und kein Rost. Also erst vor kurzem. Aber eben jetzt will ich die Videos als Stream hochladen, zumindest. Also die Stream-Aufzeichnung. Jack Rose, coole Idee. Wie gesagt, ich fange ja schon damit an, also erstmal eure Clips werden ja immer in den vor den Streams und in der Streampause gezeigt. Deshalb dafür lohnt sich schon, gute Clips zu machen. Sehen Sie? Hier. Und ansonsten gibt es ja jeden Monat den Clip des Monats, der in jedem Stream einmal gezeigt wird und damit ja auch prominent jetzt in jedem YouTube oder in den YouTube-Videos. Also YouTube-Aufzeichnung. Oh, Bärenkacker. Halt, Moment mal. Was gefunden? Ja. Ich dachte schon wieder, das ist mehr Bärenkacker, aber das ist Bärenmunition. Er hielt an und schoss auf irgendetwas. Los, hier runter. Was ist mein Lieblingsspiel? Das ändert sich immer wieder. Momentan, also bis vor kurzem hätte ich noch gesagt Final Fantasy XIV, aber momentan bin ich gerade ein bisschen erledigt von Final Fantasy XIV. Das ist einfach, geht ein bisschen in Arbeit über. Aber ich bin tatsächlich jetzt gerade so ein bisschen sehr stark in der Open World Rollenspiele. Also ich liebe ja sowieso Rollenspiele. Aber momentan würde ich tatsächlich sagen, so ein bisschen alles Open World. Also eher tatsächlich kann ich nicht sagen, was mein Lieblingsspiel ist, sondern eher so meine Lieblingsgenre.
Und da bin ich so gerade ein bisschen in der Open World und Rollenspielecke. Ich sehe sie. Kopfschuss! Also, da ist noch einer. So. Das war der letzte. Und immer schön dran denken, Wölfe und alle erjagten Tiere häuten, weil dafür kriegt man Ressourcen, die man dann wieder eintauschen kann. Okay, ich will mir das mal ansehen. Und wir sind immerhin schon auf Vertrauensstufe 1. Sieht aus, als hätten die Notrationen ihrem Mann nicht gereicht. Ein ganz sauberer Kopfschuss. Ja, und die Wölfe haben den Schuss gehört und waren hungriger als Vasquez. Ja, der Rest des Rudels näherte sich aus dieser Richtung, von Osten. Sie glauben, die haben Vasquez vertrieben und einer hielt hier Wache? Ja, das wäre mein Tipp. Gut, mal sehen, ob Sie recht haben. So. Gibt's hier draußen denn viele Wölfe? Also, die nicht infiziert sind, meine ich. Wir sehen fast jeden Tag welche. Als ich ein Kind war, früher, gab es keine Wölfe in Oregon. Es gab Kojoten, aber keine Wölfe. Die waren längst ausgerottet von Ranchern und Farmern, von Holzunternehmern. Ja, sie scheinen sich recht gut erholt zu haben. Wo sind wir jetzt hier? Hier, nein, da. Ja, während wir hier jetzt die Spur mal suchen, nutze ich die Gelegenheit einfach mal ganz kurz, um meinen Kanalmitgliedern noch einmal Danke zu sagen, dass sie mich auch diesen Monat wieder unterstützt haben. Ganz lieben Dank. Jetzt sollte eigentlich irgendwann... Ah ja, jetzt kommt die Einblendung. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder für die Unterstützung und ganz besonderen Dank an meine Ehren- und Produktionsmitglieder. Und falls ihr auch demnächst Ehren- oder Produktionsmitglieder werden wollt, die kriegen mich alle 3 Monate Postkarte. Und ich habe ein neues Postkartendesign gemacht. Habe ich im Prinzip heute bekommen. Deshalb die anderen Postkarten sind auch alle in der Packung drin. Das sehen Sie alles? Mit meinem neuen alten Logo. Die würde ich da verschicken. Und die gute Julia Neiblumen und der gute Klingone23 werden die Tage dann eine neue Postkarte kriegen. Weil die sind in diesem Monat dran zum Verschicken. Natürlich. Wir könnten es brauchen, wenn wir ihn haben. Ich werde mich dann später bei Vasquez bedanken. Ja, na klar. So, wir folgen weiter der Spur zum bösen Wesker. Bin nicht ganz sicher, aber hieß Wesker nicht so einer aus Far Cry, einer der Bösewichte? Halt, runter, ein Schwarm. Oh, genau, jetzt sehen wir mal einfach mal die Schwärme. Ich glaube, der ist nicht Also, auf der Karte. Die gibt's überall in der Gegend. das da sind alles Zombies. Gehen wir außen rum. Und wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte zu speichern, dann hätte ich jetzt einfach mal wahllos reingeschossen, um zu zeigen, wie katastrophal so Zombies sind. Ich leid mich dauernd vor diesen Mistkerlen zu verstecken. Wobei, ich müsste, glaube ich, einen Quicksave gerade getan haben. Also gucken wir mal. So, wenn jetzt... Und da kommt dieser... guck, da kommt diese Zombie-Horde. Okay, ich habe das... Ein Nero-Friedhof. Ich glaube, der ist nicht auf der Karte. Weil ich das Zielgebiet verloren habe. Vergessen habe. Aber die machen ein Schnellblatt. Gehen wir außen rum. St. John, hier lang. Ja, ich bin gleich da. So. Ich muss sagen, ich bin's leid, mich dauernd vor diesen Mistkerlen zu verstecken. Einen Schwarm angegriffen? Ja, schon ein paar Mal. Man muss in Bewegung bleiben. Wenn Sie der Miliz beitreten, müssen Sie sich auf Ihre Mission konzentrieren. Wir sind nicht wegen der Freaks hier. Die Außenwelt, Freaks töten, geht irgendwie Hand in Hand, oder? Viel zu spät, verdammt. Okay, warum? Also, den Confidence. Die Kälte wird noch mehr von... Das ist nämlich auch die Sache, die Freaker-Horden, die sind nicht stationär, also immer an einer Stelle, sondern die wandern auch durch die Horde. Und es ist nichts schlimmer, als wenn du in der Hauptmission bist und plötzlich durch eine zufällige Zombie-Horde direkt vor dir steht. Allein in dieser Gegend. Wo muss man anfangen? Aber das Gute ist, es gibt ein akustisches Signal, wenn man in die Nähe von denen kommt. Also zumindest, wenn man nicht in einer Story drin ist. Dann
gibt es nämlich so eine komische Musik. Da ist eine Straße. Warten Sie mal kurz. Was haben Sie? Verfolgt ihn sonst noch jemand? Nicht, dass ich wüsste. Ah, dann ist er entweder tot oder er hat viele Freunde. Da, über seinen Spuren sind Reifenspuren von anderen Bikes. Von vielen Bikes. Mike, Okay. mach's gut im Lurk. Mal Vielleicht sehen, bis wo Sie später. Sie sagten, Kälte lockt die Freaks raus? Ja. Kälte, Schnee, Regen, Wolken. Wie ich schon sagte, Sie kennen Ihre Freaks gut. Im Hauptquartier werden einige Leute mit Ihnen reden wollen. Leute? Der Colonel weiht Sie ein, wenn Sie bleiben dürfen. Ja, Gibt einen Colonel? sagten Sie schon. Er führt ein strenges Kommando. Ich will keine großen Hoffnungen wecken. Hey, nur keine Sorge. Es ist mir echt egal, wie das ausgeht. Hey, halt. Ah, ich kann gar keine Waffen benutzen. Ja, es kommt aus dem Holzfällerlager da drüben. Ist das auf der Karte? Ja, Dann ist es auch auf Veskes Karte. na los. Wenn Vasquez hier ist, was wäre Ihre Strategie? Ich meine, wenn Sie an meiner Stelle wären. Tja, er ist nicht allein. Das sieht man an den Spuren. Und man hört ihn und seine Freunde von hier. Ja, welche Strafe steht bei der Miliz auf Fahnenflucht? Auf Mord. Dafür wird man bei uns gehängt. Das gilt für beides. Wieso? Tja, das heißt, dass Veskes nicht kampflos aufgibt. Übrigens, die größte Bedrohung geht nicht von den Freakern aus. Den kann man meistens aus dem Weg gehen, sondern andere Menschen. Das haben sie im Prinzip von Walking Dead geklaut. Mike, danke für die Nachricht, aber wenn ich streame, habe ich extra die Benachrichtigungen ausgeschaltet. Das ist auch immer das Problem, wenn ihr mir per PlayStation eine Nachricht schickt, dass ihr gerne mitspielen wollt, das sehe ich meistens nicht, weil die Nachrichten kriege ich nicht, wenn ich spiele. Die sehe ich nur auf dem Handy. Sie sollten Ihre Rekruten sorgfältiger auswählen. Er scheint sich ja pudelwohl zu fühlen. Wir warten ab. Ich rufe Verstärkung. Nimm deine verdammten Hände weg! Oh, eine Kämpferin, Jungs! Was meint ihr? Ja, das werden wir sehen. Oh, verdammt. Na, ich habe ein Problem mit Arschlöchern, die wehrlose Frauen bedrohen. Das ist ein Befehl. Befehl? Trage ich etwa ein rotes Armband? Sie befehlen mir gar nichts, Mann. Machen Sie, was Sie wollen. So. Was haben wir denn hier? Haben wir da eine Granate? Nee. Molotow-Cocktail? Nein, nehmen wir nicht. Oder nehmen wir doch. Ja, das ging jetzt nach hinten los. John, mehr Männer. Danke, das ist. Greif ihn an! Feuer! Sie hat es erwischt! Das Teil ist echt heftig! Vorsicht! So, die ist auch weg. Immer schön Munition sparen. Und wichtig ist nachher immer schön looten, menschliche Gegner looten für die Trophäe. Das ist tatsächlich die schwerste oder die eigentliche verpassbare Trophäe, dass man nicht ausreichend Leute gelootet hat. Scheiße, nachladen! Das war's für Sie! Mann verletzt! Ach du Scheiße! Komm schon los! War der Scharfschütze? Ah, da ist der Scharfschütze. So. So, ich glaube, wir können looten. Genug weggeschickt. Das Gute ist, Leichen werden immer mit kleinen Xen auf der Minikarte angezeigt. Zumindest solange man nicht den Survival-Modus spielt. So. Insgesamt muss man 500 irgendwas, 598 glaube ich, Gegenstände von Menschen looten. Das ist echt viel. Aber ich bin ja schon bei 400 irgendwas. Das heißt, das müsste irgendwie relativ bald geschafft sein.
Verbände voll. Bitte ist dicht. Magugemol. Das Spiel heißt Days Gone. Und war bis vor, ich glaube bis letztes Jahr ein PlayStation exklusives Spiel und seit letztem Jahr gibt es das auch für den PC. Also wenn ihr keine PlayStation habt, könnt ihr es trotzdem auf dem PC spielen. Und es lohnt sich. Es ist wirklich toll. Es fängt ein bisschen langsam an. Also die ersten 10 Stunden sind vielleicht ein bisschen Standardkost, aber danach sieht die Story halt richtig gut an. Also mein Tipp für alle, versucht so schnell wie möglich am Anfang mit der Story durchzukommen, bis ihr zum Lager bis zum Lager 3 kommt. Das Lager 3 ist dann halt wirklich so, wo er die Story in Fahrt aufnimmt. Ich bin getroffen! Getroffen! Zurück! An alle! Rückzug! St. John, mehr Männer! Danke, ich seh's. Ihr habt gewonnen? Dann gib auf. Los, ich geb dir Deckung! So. Übrigens, Kopfschütze lohnen sich. Fast alle Gegner werden sofort mit einem Kopfschuss dahin gerichtet. Also das ist weiter. Lediglich, es gibt Gegner, die einen Helm tragen. Da muss man mehrere Kopfschüsse machen. Und es gibt große, schwere Gegner. Da brauche ich dann mehrere Schüsse. Beziehungsweise manchmal halt auch gleich Sprengstoff oder so. Nicht mehr. Dazu. Und manchmal verlieren sie auch einfach den Kopf. Das kann auch passieren. So, okay. Erst nochmal die Leichen einsammeln. Hier Schrott, wunderbar. Okay. Da müsste noch irgendwo eine Leiche liegen. Ich sehe zumindest auf der Minikarte. Da drin. Okay. Sie halten Wache, falls noch jemand hier ist. Kriegen Sie das hin? Er wird nicht wissen, wie ihm geschieht. Oh. Au, 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 au. Hey, wow, hey, ruhig, ruhig. Ich will nur helfen. Ich brauche deine verdammte Hilfe nicht. Sehen wir. Okay. Ich gehe einfach darüber. Bleib mir bloß vom Leib, Mann. Warte, ganz ruhig. Wir gehören nicht. Das interessiert mich. Einen Scheiß. Ja, der Frau geht's gut. Ich plünder mal in der Zwischenzeit. So viel Zeit muss sein. So, hier noch ein bisschen was mitnehmen. Den Typen kann ich leider nicht plündern. Aber normalerweise kann man alle Toten. Hey Klingone, einen wunderschönen guten Abend. Nur eine holde Jungfrau in Nöten. Was, Cass? Ich zeig's dir auch gerade. In den nächsten Tagen wird eine neue Postkarte mit neuem Design bei dir einkommen, nämlich so eine. Wobei ich gerade festgestellt habe, ich habe vergessen, hinten mir die Linien drauf zu machen. Das heißt, ich muss die tatsächlich mit Hand dann nachziehen. Für die Adresse. Ja, da habe ich vergessen, das zu designen. Und danke, Asalulu, für die Rose. Vielen Dank. Komm. Hier spricht Corey. Hi, Ton LP, einen wunderschönen guten Abend. Straße zum Haupttor. Halten Sie Ihre Position. Wir kommen. Was ist mit dem Feind und... Aber da hinten ist noch jemand zum Looten. Neutralisiert. Position halten. Werde ich machen, Klingone. Ich meine, fast alle Karten, die ich ja hole, designe ich selbst, außer das sind sowas wie Weihnachtskarten oder Osterkarten. Vielleicht gibt es ja für alle, vielleicht gibt es für Kanalmitglieder nächsten Monat wieder Osterkarten. Mal gucken. Habe ich bestanden? Bestanden? Na, Sie haben mich doch beobachtet. Ich dachte, das wäre so eine... Aber vielleicht schicke ich die auch nur an so ehrenwerte So förmlich sind wir nicht. Ehrenmitglieder wie der gute Klingone. Lassen einige Mal gucken. Rekruten zu wünschen übrig. Ja. Aber ja. Mit Bunnies? Vielleicht habe ich auch an ein paar heiße Küken gedacht.
Also, bereit für den Colonel? Ja, klar. Warum auch nicht? Auf zum Colonel. Und vom Colonel geht's zum General. Bevor die Hölle losbrach. Hi Cypress, willkommen zurück. Ist, wenn man feindliche Positionen ausmacht. Und sie kennen verschiedene taktische Manöver. Also, wo haben sie gedient? Marines? Armee? Ja. Ja, okay. Ich rede nicht so gern darüber. Ich meine, im ersten Jahr, wer in Uniform war, hatte praktisch eine Zielscheibe auf dem Rücken. Ich war in der Armee. Gebirgsjäger. Eine komplette Dienstzeit in Afghanistan. Und Sie? Wer beim Militär war, hat eine gewisse Haltung. Keiner Ihrer Soldaten hat sie. Sie schon. Wie gesagt, Sie haben ein gutes Auge. Ich war in der Air Force 10 Jahre beim SAC. Es gibt keine Raketensilos in Oregon. Ich habe hier gerade Urlaub gemacht. Ich hatte Glück. Bevor die Kommunikation zusammenbrach, kamen stündlich Berichte. Sie glauben, hier war es schlimm. Alles östlich des Mississippi war in 2 Tagen überrannt. Moment, ich will Ihnen was zeigen. Also tatsächlich in der Story ist so, dass es Kalifornien, also für die Leute, die es nicht genau wissen, Kalifornien ist südlich, dann kommt Oregon und dann kommt Washington. Und Kalifornien ist ganz übel gewesen von den, oder überrannt von den Zombies und Oregon geht so einigermaßen, weil da auch weniger Menschen sind. Aber klingt passend, um das Ende der Welt zu erleben. Wem sagen Sie das? Sie waren also vielleicht schon mal hier? Ja, ich war mal hier. Es war im Sommer. Ich und meine Lady oder meine Frau. Wir waren in den Flitterwochen hier. Haben Sie ein Foto? Von Ihrer Frau, meine ich. Ihr Name war Carrie. Wir waren 12 Jahre verheiratet. Egal. Es ist sehr lange her. Ja, wieder Ladebildschirm. Was macht man zum Ladebildschirm? Man zeigt den Clip des Monats. Tap, 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 tap. Nicht dumm. Au! Eine fliegende Eisenseele. So, das ist jetzt eine Rückblende. Und wir sehen unsere gute Frau. Weißt du, ich glaube, das da heißt kein Zutritt. Huh? Oh, nein, das gilt nicht für uns. Warum? Weil wir nicht lesen können? Weil wir uns nicht an Regeln halten. Ach, sprich für dich selbst. Nach Ihnen. Frau Doktor kann nicht lesen. Na gut. Mick, ich salutiere ihn, Sir. Na gut. Also, du machst mich zu Für deiner Komplizin. gerade mal 200 Seelen. Was? Ja, das heißt, stimmt. Ich werde es nie lernen. Tut mir leid. Oh mein Gott, du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen. Oh, war bestimmt lustig. Ja, wenn ich ein Handy besitzen würde, dann hätte ich ein Foto gemacht. Tja, ausnahmsweise bin ich froh, dass du keins hast. Ach, komm schon, fang nicht wieder davon an. Hey, ich habe nichts gesagt, du hast angefangen. Hast du doch. Hi, Kisameka. Einen wunderschönen guten Abend. Oder Kisamika? Oder Miaka? Bin nicht ganz sicher. Wohin gehen wir? Nein, Mick, ich war nicht bei der Bundeswehr. Deshalb komme ich auch immer durcheinander, ob man links oder rechts sortiert. Ich salutiere einfach mit beiden. Aber tatsächlich dieses mit dem Salutieren, das kam, keine Ahnung, durch irgendein YouTube-Video oder irgendein Stream mal. Was würde meine Mutter sagen, wenn sie mich sehen könnte? Nachts, mitten im Nirgendwo mit einem Outlaw-Biker. Keine Ahnung, vielleicht. Ja, schließlich haben wir, Klingone, wir haben kein Handy, wir haben einen CB-Funk. Du solltest ihr doch nichts von uns erzählen, erinnerst du dich? Oh, bitte, Deacon, das ist schon so lange her und es war nicht böse gemeint. Hey, hör zu, ich sag ja gar nichts. Ich hab's... Und außerdem bin ich ein richtig böser Junge. Guck, ich laufe neben dem Weg. Ich zertrampel das ganze Gras hier. Richtig böse. Kissa, du brauchst dich nicht entschuldigen. Schöner ist es, dass du überhaupt da bist. Wie heißt die Freundin von Deacon nochmal? Sarah. Okay, auf TikTok ist es ein bisschen schwierig zu lesen.
Und auf YouTube auch, weil ich da die Untertitel überdecke, sehe ich gerade. Also wir wohnen nicht im Stripclub. Ich meine, wir sind da Mitglied auf Lebenszeit, ja, aber wir wohnen nicht da. Und zweitens... So, ich ziehe mal die Webcam ein bisschen rüber. Ja, das habe ich tatsächlich. Was, du wirklich? Ja, komm schon, sei nicht so überrascht. Die finden kluge Frauen ungemein sexy. Oh, ja, ganz bestimmt. Ich finde kluge Frauen auch sexy. Deshalb habe ich meine Frau geheiratet. So, Mick, für 10.000 Punkte ein Geschenke-Abo, dafür sind die Punkte zu wenig. 5 wäre für mich okay. Ja, aber das ist ja... Wenn du es 10.000 Punkte schaffst, freu dich doch. Geschenk-Abo. Ich meine, es morgen wirklich früh raus. Ja? Also 10.000 Seelen kriegt man doch relativ leicht hin. Oder vergrüßt du eins? Reden, also. Es ist nichts, nur dieses Projekt. Ich meine, ein paar Chefs aus New York wollen unsere Fortschritte sehen. Und die Schlipsträger bei uns bauen ein neues Labor auf, ohne das mit mir abzusprechen. Ich dachte... Klingone, wenn du da wohnen würdest, was du andeutest, und wo St. John sein Hauptquartier hatte, dann komme ich dich mal besuchen, Bub. Ich muss mich beeilen, sonst fliege ich aus der Mission raus, weil ich nicht schnell genug gelaufen bin. Aber natürlich besuche ich dich dann nur mal so. Also, nur gucken, nicht anfassen. Hallo, coole Socke. Einen wunderschönen guten Abend. Und danke, KissMiAK7 für die Likes. Marihuana-Pflanzen und ein Bewässerungssystem, das ergibt eine Grasplantage. Und auch Mod Louis Spam für deine Likes. Vielen Dank. Oh, Marihuana. Hier wohnt Marihuana. Mitten ins Nirgendwo, um mir zu zeigen, was der MC illegal hier... Ich spiele auf der PlayStation 5, allerdings ist es ein PlayStation 4 Spiel. Ich hatte gehofft, du gibst uns ein paar Tipps, weißt du, zur Kultivierung. Damit so, doch, ich glaube, du hast schon Hi gesagt. Aber auf alle Fälle nochmal ein Hi zurück. Okay, verstehe. Das hier ist nicht, was du mir zeigen wolltest, oder? Nein, natürlich nicht. Komm, geh einfach weiter, wir sind fast da. Unsere kleine illegale Plantage hier. Ja, ich lern's wirklich nie. Kaum zu glauben, aber ich lern's wirklich nie. Nein. Nein, wirklich nicht. Wie viel kostet das Spiel? Kann ich dir gerade nicht sagen. Ich habe es letztes Jahr im PlayStation Plus bekommen. Mein Gott. Aber wird nicht so teuer sein. Es ist wunderschön. Beziehungsweise es wird halt immer wieder im Sale drin sein. Hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, wenn überall gleichzeitig die Lichter ausgingen und jeder einfach die Welt so sehen könnte? Wie meinst du, so dunkel und schattig und deprimierend? Ich meine den Mond, die Wildblumen, die Glühwürmer. Oh, da ist tatsächlich... Die Sterne und der Mond sind mir bis jetzt gar nicht aufgefallen. Aber cool. Oh, ich nehme alles ernst. Ja, klar. Ja, das mache ich. Machst du nicht? Ja, Klingone eindeutig der Gärtner mit dem grünen Daumen hier. Der weiß, wie man die Plantagen bearbeiten muss. Ah, nein, das stimmt nicht. Ich habe mich taub gestellt. Cool Socke, mir geht's super. Also, hatte zwar heute einen anstrengenden Tag in der Arbeit, bis kurz vorm Stream noch gearbeitet, aber ich freue mich gerade, wir haben heute die 1000 Follower auf Twitch geschafft. Yay! Weißt du, wenn wir dann mehr Zeit zusammen hätten und das der nächste Schritt wäre, was ist daran irrational? Civ 4 und Age of Wonders 3 kostenlos bekommen. Cool. Oh, Entschuldigung, weißt du was? Stimmt, das ist ein echtes Bekenntnis. Oh, ich meine, weißt du, was eine gute Zahnbürste kostet? Da, siehst du? Schon wieder. Immer wenn ich über die Zukunft reden will, machst du einen Witz draus. Okay, gut. Wir müssen darüber reden und wir werden es auch tun. Mick, ich bin 38. Ich werde dieses Jahr 39. Oh Gott. Und übernächstes Jahr werde ich 40. Oh Gott. Hier. Das hier solltest du sehen. Ich bin etwas über 1,80. Oh, wie wunderschön. Was das wäre? Noch irgendwelche Details? Ja. Hey, ich möchte dich gern was fragen. Ja? Ich wohne in Baden-Württemberg, in der Nähe von Stuttgart. Also, vielleicht eine Stunde von Stuttgart entfernt. Willst du... Will ich? Würdest du... Mein Handy-Pin 1, 2, 3, 4. Ja? 2 Bedingungen. Noch irgendwas? Okay, also erstens will ich keine von diesen Biker-Hochzeiten, wo du sagst, Bankkonto. so oft reitest wie dein 999, 999, 999, 999 und vor den DE dran. Zweitens darfst du mich niemals verlassen.
Vielleicht, Cypress, vielleicht wird es mal Zeit für Kinder. Aber das muss meine Frau auch mitmachen. Aber ich glaube, wir planen zumindest mal eine Familie. Sieh doch nur. Die kleinen Zähne sind so süß, als ob sie... Also sagen wir mal so, bis zur Größe habe ich dir auch die Wahrheit gesagt. Aber ich glaube, das hast du selbst gemerkt, oder? Was ist das hier? Oh, sorry, ich dachte, du kannst Latein. Komm schon. Also, da steht Morior Invictus. Das heißt, lieber tot als besiegt. Wow, gefällt mir. Aber ich kriege noch einen richtigen Ring, oder? Obwohl dieser hier toll auf jeden ist. Fall. Das glaube ich, Bramble. Also bis jetzt bin ich etwa, glaube ich, wahrscheinlich bei der Hälfte von der Story-Zeit her. Und ich genieße jeden Augenblick gerade. Okay. Es kommt noch viel. Kiss, Es tut mir leid. AK oder AK7 habe ich schon gesagt, ich kann nicht wirklich sagen, was mein Lieblingsspiel ist. Ich kann nur sagen, was so mein Lieblingsgenre ist. Okay, tschüss. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht, Sie brauchen mich da. Was? Ich muss Und da ist es Rollenspiel mit momentan auch ein bisschen Open World. Okay. Na los. Also gerade stehe ich sehr stark auf Open World Spiele. Es kann in einem Jahr sich wieder ändern. Letztes Jahr habe ich JRPGs bevorzugt. Das ändert sich bei mir immer. Aber wirklich sagen, was mein Lieblingsspiel ist, kann ich so nicht sagen. Da spiele ich einfach zu viel und da ändert sich das so schnell. Aber ich kann eher immer sagen, was aktuell so mein Lieblingsgenre ist. Stealth, Ego-Shooter, Open World. Ego-Shooter zum Beispiel gar nicht bei mir. Stealth auch nicht. Wie gesagt, momentan ist eher Open World und Rollenspiele. Also viele Rollenspiele haben ja Open World drin und fast alle Open World Spiele haben mittlerweile Rollenspielelemente drin. Das wünsche ich mir bei manchen Spielen auch, Police Calls. Dass man einfach vergessen kann, was man bisher gespielt hat und das Spiel nochmal von vorne, ohne irgendwelche Erinnerungen, nochmal komplett neu zu erfahren. Das ist normal. Was ist mein Lieblingsfilm? Oh, das ist auch ganz schwierig. Fotos zu haben. Von ihrer Frau, Familie. Es gibt einfach so Filme, wo du sagst, das sind die besten Filme, die du kennst, aber wenn du mich wirklich fragst, was so mein All-Time Happy Movie ist, mein Guilty Pleasure sozusagen, dann würde ich sagen Maverick mit Mel Gibson. Meine Frau, Carrie. Ihr Vater war Fotograf. Oldschool. Mit Dunkelkammer und allem. So stur für das digitale Zeitalter, glaube ich. Wäre er nicht gewesen, hätte ich auch keine Fotos. Tja, ich hab sie gehasst. Die Handys meine ich. Alle haben nur noch auf diese verdammten kleinen Bildschirme gestarrt und ich selber hatte nie eins. Interessant. Wie hat das funktioniert? Ich war Mechaniker. Ich hatte eine Werkstatt und wohl das letzte Festnetztelefon in Farewell. So. Was ist deine Lieblingsserie? Ganz einfach, das ist tatsächlich leicht zu beantworten. Firefly. Meine absolute Lieblingsserie ist Firefly. Und danach würde ich sagen, kommt Babylon 5 und Deep Space Nine. Ungefähr beide gleich auf. Ich liebe halt Fantasy und Science Fiction. Der Colonel glaubt, mit Motivation und Disziplin können wir alles erreichen. Los, beweg deinen lahmen Arsch. Ich mach schon so schnell ich kann. Beweg dich. Oh ja, Klingone hat recht. Im Alter, wenn die Alterssenilität kommt, dann kann man die ganzen Perlen nochmal spielen. Ach ja, freue ich mich drauf, wenn ich 80 bin und mich nicht mehr daran erinnern kann, wie die ganzen Spiele sind. Hast du Red Dead Redemption 2 gespielt? Jein, wir sind gerade dabei, parallel zu spielen. Auf Twitch auf TikTok könnt ihr ja gerade aktuell auch abstimmen, was wir nächste Woche spielen. Und da geht's gerade dabei Red Dead Redemption 2 oder wir fangen an mit der Story von GTA 5. Haben dich auch erwischt, hä? Was soll's? Aber Red Dead Redemption 2 sind wir jetzt gerade im dritten Akt. St. John, ne? Sohn eines Predigers. Taylor, was soll dieser Sohn eines Predigers Scheiß dauern? Ich mach doch nur Spaß, Mann. Hattest du Erfolg? Was? Die Frau, die du gesucht hast, mit der ihr früher unterwegs wart. Nein. Ich will euren Schmuck, Uhren, den ganzen Scheiß. Los, in die Tasche.
Klar, Mann, gar kein Problem. Was soll der Scheiß? Rekruten sind Besitztümer nicht erlaubt. Außerdem wird... Bitte mach vorher Anna. Was meinst du mit Anna? Klar, wird sowieso geklaut. So ein Bullshit. Achtung! Mick, mach ich. Wenn ich dran denke. Rührt euch. Besucher sind hier nicht willkommen. Sie sind hier, weil sie eingeladen wurden, rekrutiert von meinen Offizieren. Wenn Sie antworten, sagen Sie mir erst Ihre Namen. Nachname zuerst. Ich komm klar, wie alle anderen. Name. Shit. Atkins. Crystals. Sir. Wie viele haben Sie getötet? Vorher oder nachher? Antworten Sie einfach. Leck mich! Wir alle taten Dinge, auf die wir nicht stolz sind. Um uns zu retten, zu überleben. Der Allmächtige versteht das. Der Allmächtige vergibt uns. Oh, ein religiöser Fanatiker. Doch hier, auf dem Gesicht dieser Frau, sehen wir die Spuren Satans. Knast-Tattoos. Die zeigen, wer sie mal war und zweifellos noch ist. An den Galgen? Es sind Menschen wie Sie, die verantwortlich sind. Sie bringen den Zorn des Allmächtigen über uns alle hier unten. Bringt sie ins Arbeitslager. Was? Scheiße! Leck mich doch! Ihr Gottverdammt! Komm schon, Schätzchen. Lass Los mich geht's! los! Ja! Verdammte Scheiße! Police Calls, danke für den Tipp. Wenn wir bei Kapitel 4 sind, werden wir dann tolle Araber kaufen. Taylor, Wade und... nein, Sir. Ich war noch nie im Knast. Hab keinen getötet, nichts in der Art. Sie waren sehr lange da draußen. Ja, ich meine, ich weiß, wie man schießt. Mein Dad nahm mich früher mit auf die Jagd. In einem Camp bei Klamath Falls. Es war... Was ist mit Ihnen, Sohn? Kennen Sie sich mit Waffen aus? St. John, Deacon. Ja, ich kenne mich mit Waffen aus. Sie sind ein Drifter. Zeigen Sie Ihren rechten Arm. Gebirgsjäger. Irak? Afghanistan. Ehrenhaft und keine Lügen. Ich merke das. Ein Einsatz, ehrenvoll gedient. Und jede Minute davon gehasst. Du sollst nicht lügen. Guter Mann. Heben Sie die rechte Hand. Schwören Sie nun feierlich die Verteidigung der neuen Verfassung dieser Vereinigten Staaten. Gegen alle Feinde, natürlich und unnatürlich, immer nach ihr zu handeln und sie zu beschützen. Und alle Befehle bedingungslos auszuführen. Der hat einfach mal eine neue Verfassung ausgerufen, okay? Schwören Sie. Ich schwöre. Amen. Und der im Hintergrund hat auch mal geschworen. Kommen Sie mit, mein Sohn. Was gibt's, Soldat? Captain Curry bringt mir nicht mehr viele Rekruten. Er muss viel von Ihrem Kampfgeschick halten. Oh, ich war lange in der Außenwelt. Sie kennen sich mit den Freaks aus? Ja, ich meine, ja, Sir. Ich schätze, so gut wie jeder andere, Sir. Gut, gut. Hier rein. Der Doc soll sie sich mal anschauen. Oh, Doc? Doc? Kennen wir den Doc? Ha? Nein, kennen wir nicht. Gute Frequenz. Ziemlich üble Brandwunde. Was ist passiert? Ein Unfall mit einem Holzofen. Holzofen, hm? Wer hat das behandelt? Ich selbst. Neuester Mal. Gar nicht schlecht. Danke. Gut versorgen, sonst verlierst du den Arm. Klar, amigo? Ja, verstanden. Ich will das in ein paar Tagen noch mal sehen. Okay. Und, Doc? Er ist diensttauglich. Lo hará bien. Machst du draußen Besorgungen? Tut mir leid, Doc. Ja, tiene novia. Er ist vergeben. War klar. Die Hexe von Wizard Island.
Vaya con Dios. Viel Glück, amigo. Gehen wir, Sohn. Normalerweise dulde ich keinen Ungehorsam, eine Offizierin Hexe zu nennen. Doch es gibt Ausnahmen für meine exzentrischeren Offiziere. Treffen wir jetzt auf die Hexe? Kennen wir die Hexe? Oh, ich bin gespannt. Lebt eine Rolle zu spielen hat. Glauben Sie an Gott, St. John? Hab nie viel drüber nachgedacht, Sir. Tja, dann wird es höchste Zeit. Er hat einen Plan für uns alle. Und mein Part ist das. Ich muss warten, bis der alte Opa da vorläuft. Sind wir bald da? Dieser Ort. Ich hatte eine Vision. Nicht so großartig wie die im Alten Testament. Keine brennenden Dornbüsche. Ich wachte einfach eines Morgens auf, bevor Gottes Plage über die Welt kam. Mick, danke für den Hinweis. Ihr habt's gesehen. Crater Lake? Wizard Island? Ich nenne es die Arche. Kennen Sie die Geschichte von Noahs Arche? Ja, ich meine, ja, Sir. Ich meine, jeder kennt die doch. In der Tat. Sie wären überrascht, wie wenige die Bibel oder die Offenbarung kennen. Sie meinen Genesis, Noahs Arche. Ich meine, das ist doch die Genesis, Sir. Ja, natürlich. Genau. Für die anderen, die Offenbarung war die von Johannes. Haha. Gut, mein Sohn. Und jetzt zur Ausstattung. Tja, wir haben nicht viele Uniformen, muss ich leider sagen, aber ich glaube... Oh, hier. Probieren Sie die. Passt ganz gut. Die nehme ich. Lieber nicht, das ist ein Geschenk von einem alten Freund. Ein alter Freund. Davon gibt es nicht mehr viele, nicht wahr? Nein, gibt es nicht. Nongis, das habe ich auch gemacht. Ich habe mir auch die GTA 5 PS5-Version für 10 Euro geholt. Und eigentlich dienen neue Rekruten zunächst als Privates. Doch da Captain Curry ihre Kampferfahrung bestätigt hat, erhalten sie direkt den Rang eines Corporals. Herzlichen Glückwunsch, Sohn. Danke, Sir. Mann, wir sind aber schnell die Karriereleiter hochgestolpert. Also gut. Wo war ich gerade? Sie sprachen über Ihre Arche, Sir. Ja, die Arche. Das hier ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. Hinter uns liegt ein ganzes Netzwerk von Höhlen und Schächten, die bis zum Gipfel führen. Wenn wir hier fertig sind, werden sie mit Samen, Pflanzen, Dateien und Büchern gefüllt sein. Die Welt mag sterben, doch unsere Errungenschaften in Medizin, Wissenschaft und Technik nicht. Nein, Sir. Aber die Insel ist mehr als die Arche, Corporal. Sie ist unser Fort, eine Festung. Hier am Nordtor lagern wir genug Munition, um den Kampf gegen die Freaks aufzunehmen. Wir haben Gewehre, Granaten, Maschinengewehre, Panzerfäuste. Panzerfäuste! Munition herstellen. Jede Art, jedes Kaliber. Oh, cool. Dann können wir bald Bum-Bum machen. Das ist der Bereich für unsere Mechaniker. Wenn Ihr Bike repariert werden muss, sind Sie hier richtig. X-Pen, kann ich dir noch nicht sagen, wann ich mal Ark zocke. Irgendwann vielleicht mal. Können wir hier dank der alten Nationalgarde eine eigene LKW-Flotte aufbauen. Wenn die Highways von den Horden befreit sind, bauen wir die Straßen und Brücken wieder auf. Achso, Nongis, das war eine Frage. Ja, bei den 10 Euro für GTA 5 ist auch die Story dabei. Also, und GTA Online. Wenn du nur GTA Online haben willst, das ist ab nächster Woche gratis für 3 Monate. Nach den 3 Monaten kostet dann auch GTA 5 mit der Story und dem Online-Modus nicht mehr 10 Euro, sondern 40 Euro. Aber wenn du nur GTA Online spielen willst, dann kostet dich das dann nach den 3 Monaten nur 10 Euro.
In diesen Zelten leben hunderte Menschen. Jeden Tag kommen mehr. Ich wusste nicht, dass es eine Frage war. Ich dachte, das war eine Feststellung. Sorry, Longis. Kampf zu geben. Doch mit ihnen habe ich andere Pläne. Eine Aufgabe, die mehr erfordert als pures Überleben oder eine Waffe zu bedienen. Sind Sie bereit dafür, Sohn? Das ist so lächerlich. Und wenn ihr die Disc-Version haben wollt von GTA 5, PlayStation 5, die gibt's ab April irgendwann. Ich zeig's Ihnen. Wow! Oh. Shit! Alles okay, Lieutenant? Oh. Hey, Colonel. Tut mir echt leid. Zu viel Aceton in der Mischung. Lieutenant Weaver ist unser Chemieingenieur. Er sucht neue Wege, Sachen um hochzujagen. den Feind zu besiegen. Sorry. Waffen hochzujagen. Sachen hochzujagen. Ich heiße Weaver. James. St. John, Deacon. Dieses Milizzeug ist doch nur Show. Stimmt's, Colonel? Corporal St. John ist neu in Currys Einheit. Wenn Sie irgendwas von draußen brauchen, ist er Ihr Mann. Oh, ja, klar. Hier, das brauche ich alles. Woran arbeiten Sie? Oh, an einem neuen Geliermittel aus Naphthen und Palmitinsäure. Sie entwickeln Napalm? Ja. Ja. Der Kerl kennt sich aus. War nur geraten. Verzeihen Sie die Störung. Oh, jederzeit. Oh, Colonel. Ich bin dicht dran, Colonel. Ganz dicht. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Aber haben die vorher nicht gesagt, es gibt noch einen General? Hexe von Wizard Island? Das wäre alles, Lieutenant. Also ich finde das jetzt zumindest mal, für 10 Euro sage ich kein Problem. 40 Euro wäre mir ein bisschen viel gewesen. Schon gut. Und deshalb habe ich jetzt zugegriffen für GTA 5. Noch ein letzter Halt. So sehr ich auch an Lieutenant Weavers Arbeit glaube, was Sie gleich sehen werden, könnte unser Weg zum Sieg sein. Jetzt bin ich doch gespannt. Also, was ist das? Ma'am? Hi Jessica. Ich habe einen Sarah. Anforderungsschein. Und du glaubst, das hier ist Weichspüler? Nein, Ma'am. Okay, dann lies vor. Wirkstoffe Chlor oder Form und Terp in. Hau ab. Hau ab! Matt, ich schaff das nicht, wenn ich mich um alles selbst kümmern muss. Ich habe eine Lösung. Lieutenant Whittaker, das ist Corporal St. John. Ein neues Mitglied von Currys Einheit. Er kennt sich da draußen ziemlich gut aus. Vorlesen. Was? Vorlesen. Ich meine, du kannst lesen, oder? Wirkstoffe, Chloroform, Aterpineol, Benzylalkohol, Das reicht Ethylacetat. mir. Wann kann er anfangen? Ich lasse Sie allein. Weitermachen, Lieutenant. Lass uns allein. Ich war ein bisschen zu langsam. Geister aus der Vergangenheit. Ich brauche dafür unbedingt Clips. Stillgestanden. Sarah, ich... Nein, du bist tot. Du bist tot. Ich weiß, dass du tot bist. Hey. Du bist tot. Ist schon okay. Ich bin jetzt hier. Oh la la. Happy End! Na, vielleicht nicht ganz. Warte mal, ich verstehe nicht. Ich habe dich dachte, gesucht. Du bist tot und ich... Nein, wir wurden überrannt. Usa und ich... Wir mussten nach Süden. Ja, Nero, sie Nero. sagten, alle Nein, seien ich fand tot. O'Brien und ich fand einen Farewell Weg überrannt. Sie sagten, keiner über hätte die Berge. überlebt. Und ich dachte, dass... Ich sehe dich nie wieder. Irgendwie geht mir gerade ein bisschen das Herz auf. Hey, hör zu. Jetzt können wir von hier weg. Wir fahren los und lassen alles hinter uns. Komm. Nein, Deacon! Ich kann nicht.
Zwingen sie dich, hier zu bleiben? Nein, du verstehst das nicht. Wir führen Krieg. Siehst du das nicht? Und wir können ihn gewinnen. Ich bin nicht für einen Krieg hier. Ich kann nützlich sein. Ich kann was bewirken, aber ich kann hier nicht weg. Nongis, nein, ich habe Days Gone nicht durch. Ich bin genau aktuell an der Stelle. Weiter weiß ich nicht. Ich spiele es zum ersten Mal gerade. Also, an der Stelle zum ersten Mal weiter. Auf danach. Was immer du willst, wir fahren, wohin du willst. Der Colonel sucht Sie. Wie Sie wünschen, Ma'am. Halt, einen Moment. Dein Anforderungsschein. Danke, Soldat. Oh, jetzt wird es zum klassischen Point-and-Click-Adventure. Wir sammeln jetzt Sachen ein. Halte dich fest. Oh, eine neue Trophäe. Super. Ein Krieg, den wir gewinnen können. Das sind immer die besten Kriege. Also, sollte man jetzt nicht sagen. Krieg ist böse. Krieg ist immer Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Hallo, Julian. Einen wunderschönen guten Abend. Ich erinnere mich. 100% erreicht. Und freigeschalten. Alles, was wir haben. Gesundheitscocktails freigeschaltet. Und individuelles Design freigeschaltet. Ich erinnere mich. Wir können jetzt ein weißes Bike bauen. So. Wo müssen wir hin? Komme ich jetzt da hoch? Da lang. Corporal St. John an Lieutenant Weaver. Komm, St. John im Hauptquartier. Hier spricht Weaver. Was kann ich für Sie tun, Corporal? Auf dem Anforderungsschein steht Quecksilber. Wissen Sie, wo ich das finde? Ja, klar. Ich hätte es wohl aufschreiben sollen. Man braucht erst mal Zinnober. Currys Einheit hat eine Mine nördlich vom Diamond Lake entdeckt. Fahr dahin. Funk mich an, wenn du da bist. Ja, Sir. Hey, und mal unter uns. Wenn der Colonel nicht da ist, lässt du den Ja, Sir, Nein, Sir Scheiß, okay? Sonst fühle ich mich so alt. Ja, Sir. Alter Sack, Sir. Okay. Jetzt können wir eigentlich wieder rennen. Wenn der Colonel nicht dabei ist, dürfen wir rennen. Und die Frage ist, wo müssen wir hin? Wie groß ist eigentlich dieses Gebiet, dieses Lager? Okay, also das ist ein Lager. Okay, und das ist ein Lager. Diamond Lake und Wizard Island. Okay, das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Lager, die aber zusammengehören. Aber da sammeln wir unterschiedliche Reputationen. Gut zu wissen. Und Berlin Football hat mittlerweile schon 4-mal durchgespielt. Wow. Hast du auch schon den Survival-Modus gespielt? Also das, der würde mich ja interessieren. Also tatsächlich Next Game Plus irgendwann mal im Survival-Modus. Aber wenn ich das durch habe, muss ich erstmal ein anderes Spiel spielen. Also ich habe ein paar Spiele noch, die ich auf der, die ich vorhabe. Aber jetzt dürft ihr ja erstmal abstimmen, was wir nächste Woche spielen. Und da steht ja zur Auswahl, entweder spielen wir Red Dead Redemption im nächsten Stream oder wir spielen, beziehungsweise fangen an mit GTA 5 für die PlayStation 5. Was ja nächste Woche am Dienstag rauskommt und am Mittwoch ist der nächste Stream. Also der nächste reguläre. Und nein, Elden Ring spiele ich momentan nicht. Das werde ich vielleicht irgendwann mal spielen, aber jetzt in nächster Zeit noch nicht. Richtig? Ja, Sir. Herein. Nicht, dass ich da keine Lust drauf hätte, aber vorher will ich tatsächlich Demon's Souls, das Remake, spielen. Einen Tee. Kräuter. Ein Geschenk von Lieutenant Whittaker. Möchten Sie probieren? Er ist sehr gut für die Verdauung. Nein, Sir. Danke, Sir. Ich war nur auf der Suche nach dem Dienstplan. Ich habe einen Auftrag für Sie. Männer, Corporal. Nicht, dass Sie diesen Namen noch verdienen. Sie haben eine von uns. Lieutenant Justin Norwood. Gute Offizierin. Und Sie haben sie, also... Ja, ich bringe sie zurück, Sir. Mit Männern wie Ihnen erobern wir die Welt zurück. Wenn der wüsste. Wegtreten. Wir werden die Welt zurückerobern. Hey, Wizard Island. Tada. Ein guter Soldat. Ziel.
Wenn ich die Miliz beitreten muss, um herauszufinden, was hier los ist, werde ich das tun. Okay. Oh, neuer Fertigkeitspunkt. So, wo investieren wir den rein? Den würde ich hier in Nahkampf reinmachen. Stierlauf nicht, dann nehme ich lieber die blitzschnellen Reflexe. Weil, habe ich am Anfang des Streams gesagt, Stierlauf heißt, ich kann auf Gegner zurennen und sie dann über den Haufen werfen, aber ich bin doch nicht blöd, ich laufe doch nicht auf Gegner zu. Also gerade vor allem, wenn ich nachher gegen Zombie-Horden kämpfe, ist das dämlichste, was ich machen kann, auf Zombies zulaufen. Ja, und Julia meint gerade, ich habe einen coolen Baseballschläger. Ja, ich habe meine kleine Baseball-Axt hier. So. Okay, jetzt ist nur die Frage, wie komme ich jetzt zu meinem Motorrad? St. John, Captain Courier und Deacon, St. John, bitte kommen Sie zum Diamond Lake. Ja, Captain, ich höre. Verstanden. Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann, wie ich zu meinem Motorrad komme, bin ich heilfroh. Nein, ich glaube, da geht's nicht lang. Okay, ich kann außen rumlaufen, den Berg runter und dann komme ich dahin. Okay, so können wir es machen. Also außen rumlaufen, den ganzen Weg außen rum. So, gut, während wir da außen rumlaufen, lasse ich auch einmal den Clip des Monats laufen. Also vom letzten Monat, vom Februar. Nicht dumm. Au! Jupp, jupp. So, und danke, Julian, dass du findest, dass ich ein guter Streamer bin. Danke, das freut mich. So, und wo müssen wir hin? Gott. Welcher Idiot hat da oben ein Lager gebaut? Da ist man ja schier beschäftigt. Nur hochzulaufen und wieder runterzulaufen. Vor allem, wenn man keine Ausdauer hat. Ich fange gerade erst an, meine Ausdauer zu leveln. Dann sind wir bald da. Wo ist da das Motorrad? Aber wenn jetzt das Motorrad kein Benzin hat, dann drehe ich durch. Dann drehe ich durch. Okay, ups. Also ich habe relativ viel Ohren und Fleisch dabei und so, was ich verkaufen kann. Allerdings weiß ich noch nicht genau, welches von den beiden Lagern sich eher lohnt. Gucken wir erstmal hier. Hey, was können wir hier bekommen? Okay, hier können wir gar nichts bauen, hier können wir nur reparieren. Deacon St. John. Ja, gerade angekommen. Oh, cool, Mann. Hey, hör zu. Wenn du was für dein Bike brauchst, komm zu mir. Also ganz unter uns. Lucas, der Kanadier drüben beim Diamond Lake, der rippt dich ab, Mann. Okay, ich werde es mir merken. Aber du kannst doch gar nichts mit meinem Motorrad machen. Alles klar. Aber wahrscheinlich muss ich die erstmal auf Stufe 1 bringen. Bis bald. Bevor ich mir das kaufen kann. So, was haben wir denn hier? Corporal. Hey, ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin Jacob D'Angelo. Alle nennen mich die. St. John, Deacon. Für Waffen kommt man also zu dir? So sieht's aus, Mann. Brauchst du Waffen? Ich hab welche. Wenn ich es nicht habe, dann wurde es nie gebaut. Weißt du was? Eine kleine Tommy Gun. Großartig. Ich behalte es im Hinterkopf. Okay. Nichts, was? So. Wir haben nur mal Munition nachgefüllt. Hey, Corporal. Wir sehen Und dann... Okay, wie kommt man jetzt hier wieder raus? Da geht's raus. So, dann gucken wir mal ganz kurz, was gibt's für Missionen. Also wir haben hier die Hauptquest. Das ist eine Kopfgeldjagd. Und da hätten wir Schutz für die Schwachen. Dann würde ich erstmal zu der Kopfgeldjagd gehen. Und wir können da hinreisen. Wunderbar. Jetzt kann man zwischen den beiden Lagern relativ leicht hin und her wechseln. Und danke, Vivi Sync, für den Like und vor allem für die 12 Rosen. Vielen, vielen Dank. Und Dario Trippi, vielen Dank für dein Follow auf Twitch, Entschuldigung, auf TikTok. Vielen Dank. So, lasst mich rein. Ich trage eure Farben. So, dann gucken wir mal hier. Wie gesagt, das sind zwei.
Die Lager gehören zwar theoretisch thematisch zusammen, aber sind zwei unterschiedliche. Gucken wir mal, was. Wir sind hier immerhin schon auf Rang 1. Ich bin Ava Bergstrom. Meine Freunde nennen mich Bergie. Deacon St. John, ja, ich bin gerade erst angekommen. Schalldämpfer mitnehmen. Schalldämpfer kann man immer gebrauchen. Du machst deine Arbeit und wir werden gut miteinander auskommen. Okay? Ja, Ma'am. Nein, die großen Molotovs habe ich noch nicht. Okay, aber Waffen kann ich hier nicht kaufen, aber wahrscheinlich kann ich mich dann hier auf Mechanik spezialisieren. Ja, haben wir, super. Motoren. Okay, den kriegen wir erst auf Stufe 2. Auspuffe haben wir alle. Da kriegen wir auch erst auf Stufe 3 die größeren Taschen. Oh. Den könnte ich mir kaufen, wenn ich die Punkte dafür hätte. Oh. Ei, caramba, ein Death Stranding Tank mit Baby drin. Und was ist das? Ein anderer Death Stranding Tank. Cool. Dann können wir hier weitere Motorenrahmen. Also das ist gut, da können wir schon mal ein paar Sachen kaufen, sobald wir Punkte hätten. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Kein Kühler. Was macht denn der Kühler? Wasserschaden. Ah, okay, wir machen weniger Wasserschaden. Das ist auch cool. Optik. Alles klar, wenn du soweit bist. Okay. Also, bitte sehr. You have one job mit dem Baby. Corporal St. John. Okay, aber dann lohnt sich meine bisherigen Ohren und so weiter hier einzulegen, weil tatsächlich ist mir die... Deacon St. John, bist du die Beutehändlerin von hier? Ja, genau. Wir freuen uns über jeden, der hilft, die Gegend sicherer zu machen. Gut, gut. Also, tatsächlich geht mir Bike vor Waffen. Und dann geben wir die Sachen lieber hier aus. Alles verkaufen. Gut gemacht. Das ist alles, was ich für heute Das habe. gibt ein paar Vertrauenspunkte. Alles klar. Auf Wiedersehen und alles Gute, Corporal. Und dann müsste noch irgendwo ein Händler sein, bei dem wir Lebensmittel verkaufen können. Also Fleisch und so weiter. Was ist deine Lieblingswaffe? Tatsächlich der Baseballschläger, die Baseballschläger-Axt und dann tatsächlich auch diese, die MWS. Das sind meine beiden Lieblingswaffen im Spiel. Das ist zwar vielleicht nicht die beste Waffe, die es gibt, aber mit der komme ich relativ gut zustande. So, dann baue ich mir erst noch mal ganz kurz meine Sachen zusammen, bevor ich die Zutaten verkaufe. Einfach, dass ich die alle auf 5 habe. Okay. So, einen Bären haben wir nicht, aber wir haben ganz viele Wölfe, die wir verkaufen können. Das war's. So, damit sind wir bei 4.449 Camper-Punkte. Die Punkte gelten immer leider nur für das eine Camp, wo wir sie bekommen. Das ist auch das Währungssystem hier. Aber finde ich dafür ganz cool. Nie gesehen. Aber jetzt können wir hier Ja, ich die bin größeren Sachen gerade erst kaufen. angekommen. Deacon St. John. Tja, sieh dich ruhig um. Ich habe alle möglichen Motorradteile, wenn du Punkte hast. Ja, danke. So, dann überspringen wir natürlich den Tank 5 und gehen gleich zu den Special Tanks über. Wir sehen nämlich, das Tankvolumen ist da volle Kanne aufgebaut. Und jetzt ist nur die Frage, ich glaube, wir holen uns das Baby. Oh, okay. Yep. Nein, Julian, verschiedene Outfits, also für Deacon gibt es nicht. Der Grund ist einfach, normalerweise rennt er nur in seiner Kutte, seiner Biker-Kutte rum. Aber jetzt sind wir gerade von der Story her so, dass wir uns dem Militär angeschlossen haben. Deshalb müssen wir jetzt mit dieser Armbinde, die im Prinzip die Uniform darstellen soll, und dieser Mütze mit dem DCM drauf rumlaufen. Aber man kann halt das Motorrad anpassen und jetzt fahren wir halt mit einem Baby rum. Ah, und ich sollte vielleicht tanken. Willst du auftanken? Also, bitte sehr. Okay, und jetzt müssen wir gucken, wo es die Corporal, Mission gibt. Pass auf dich auf da draußen. Corporal, womit kann ich...
So, Ich diene. Sergeant. Okay, da oben ist irgendwo die Miss. Ah, hier. Kriegen wir hier wahrscheinlich von ihm. Corporal, gut. Ich brauche Ihre einzigartigen Fähigkeiten. Na klar, ja, Sir. Erinnern Sie sich an Vasquez? Der Fahnenflüchtige, ja, wir verfolgten ihn zu diesem Holzfällerlager. Ich erinnere mich. Tja, Und Cap-Top sagt, die Mission ist cool. Da bin ich doch mal gespannt, was da auf uns zukommt. Sollte verhaftet werden, tötete aber eine Wache und floh. Ah, toller Ehrenkodex bei Ihren Männern. Unseren Männern. Sie gehören jetzt zu uns. Wissen Sie noch? Ich habe seinen letzten Standort auf Ihrer Karte markiert. Und wie Vasquez ist er nicht allein. Großartig. Ja, Julian Auswessel, das Baby ist auf Death Stranding, was ich parallel auch gerade ein bisschen spiele. Da ist ja letzten September ist der Director's Cut rausgekommen und den spiele ich gerade. Auch so ein bisschen nebenher. Werde ich auch vielleicht mal irgendwann mit euch im Stream spielen. Moment, ich mach schon. So. St. John! Corporal St. John! Sperr mal die Ohren auf. Hey, funktioniert dieses Ding? Das Funkgerät geht nicht, Mann. Taylor. Ja, das Ding funktioniert. Was gibt's? Deacon St. John! Hey, ich meine, tja, nichts. Ich wollte nur mal hören, wie es läuft. Habt ihr seit der Vereinigung nicht gesehen? Das war krass, oder? Taylor, weißt du was? Ich bin beschäftigt. Was? Hey, was zum Teufel? Du bist doch angeteilt. Ich bin in der Infanterie oder so. Ich brenne Nester nieder und fälle Bäume. Sowas halt. Also, Mann, sorry. Was machst du? Naja, ich fahre da raus in die Außenwelt, suche Vorräte für die Offiziere, die dann was auch immer damit machen. Oh, Scheiße, davon habe ich gehört. Ja, die bauen... Au! Oh, Scheiße, davon habe ich gehört. Ja, die bauen... Du störst gerade ein bisschen. Aua. Runter! Hat's erwischt! Und du auch. So. Das habt ihr jetzt davon. Hättet ihr mich mal in Ruhe gelassen. Waren wir stehen geblieben? Oh, Scheiße, davon habe ich gehört. Ja, Ganz cool. Wo sind wir stehen geblieben? Biowaffen und Chemiewaffen und so ein Zeug, ne? Fackeln die Freaks ab, oder? Ja, hör zu, Taylor. Ich muss los. Na schön, hey. Hey, hör zu, So, da oben müsste noch irgendwo jemand stehen, den ich looten könnte. So den ganzen Militärscheiß, weißt du? Na, Taylor, welchen Kanal nutzt du? Bist du sicher, dass du nicht abgehört wirst? Ach du Scheiße. Das kannst du laut sagen. Ich muss los. St. John, Ende. Hab ich dich, Dreckskerl. Du lauerst heute keinen Drifter mehr auf. So, die haben mir gerade mein Bike zerschossen. Muss ich das reparieren. Mit Schrott. Ich würde sagen, habe ich ein bisschen Schrott dabei. Aber das ist auch gar nicht schlecht, dass wir es reparieren müssen. Ich muss mich insgesamt 100 Schrott ausgeben für ein Achievement. Corporal Deacon St. John. Hey, sperr mal die Ohren auf. Hey. Ach, schon wieder der. Taylor, was brauchst du diesmal? Ah, da bist du ja. Okay. Ich weiß jetzt, wie das Ding funktioniert. Mit sicherem Kanal und so. Also, wie läuft's mal? Taylor, ich hab grad zu tun, also... Taylor nervt jetzt schon. Captain Curry, ich bin an Sergeant Andersons letztem Standort. Wenn er es noch hat, nehmen Sie ihm das Milizabzeichen ab. Es soll nicht von einem Verräter beschmutzt werden. Alles klar. St. John, Ende. Okay, Anderson. Dann kann's ja jetzt losgehen. So. Haben wir hier irgendwo... Ja, ja. Also Labertasche, Klingone, das trifft's bei dem. Aber dass er halt auch direkt unmittelbar nach dem einen gleich die nächste News gekommen ist. Die hätte er sich wenigstens sparen können. Wenigstens so 5 Minuten könnte man auch wegen der einen zwischendrin Pause machen. Vor allem so, jetzt weiß ich, wie das Gerät funktioniert. Hier ist nix. Ein paar Nägel mitnehmen. Okay, der Typ hatte auch schon bessere Zeiten erlebt. Nee, die Machete lassen wir mal Machete sein. Da nehme ich lieber meine Axt. Die hält länger.
Und macht nur unwesentlich weniger Schaden. So, hallo? Hier muss noch... Ah, nee. Da ist jemand. Haha. Achso, nee, ist ein Vogel. Schade. Ich glaube, der Typ hat gerade meine ganzen Gegner vertrieben. Eigentlich müsste jetzt hier eine... Au! Da waren greifen Vögel an. Fiese Vögel. Böse Vögel. Ich wusste gar nicht, dass Vögel angreifen können. Also jetzt auch immer den Himmel in der Muss hier irgendwo Augen sein. bewahren. Wo zum Teufel ist er? Ah, hier haben wir was. Feuerwehraxt? Nee. Okay, was haben wir denn da? Oh Mist, Wölfe. Ui. Normalerweise heißt es doch lieber Arm dran als Bein ab. Der ist Arm dran und Bein ab. So, der Spur folgen. Also, ihr seht jetzt vielleicht auf der Minikarte so weiße Punkte. Das ist im Prinzip sozusagen der Spur, der wir jetzt folgen. Die Spur geht in die andere Richtung. Okay, ich kriege gerade hier eine gruselige Musik. Das ist normalerweise das Zeichen, dass hier Vögel rumfliegen. Nee, also eigentlich wollte ich gerade sagen, dass hier wahrscheinlich irgendwo eine Zombie-Horde ist, aber es sind vielleicht auch einfach Zombie-Vogelschwärme. Hallo? Ist hier jemand? Is anybody out there? Nee, Spur muss ich dort drüben finden. Da muss ich hin. Hier muss ich irgendwo einen Hinweis suchen. Das ist es. Ja? Okay, hier ist irgendwas. Mein Gamepad vibriert. Ah ja, da habe ich was. Na gut. Wo? Ja, Captop meint schon, da ist irgendwo eine Zombie-Horde, oder? Wie soll ich jetzt an meine Beute kommen? Irgendwo ist da eine Zombie-Horde. Na, das ist schon wieder so ein blöder Vogel. Okay, ich verlasse gerade wieder das Gebiet. Da muss ich... Hier, da geht's irgendwie lang. Ich höre was. Ich muss irgendwie einen anderen Weg in diese Höhle. Oh, oh. Also, wenn du da oben bleibst, lasse ich dich leben. So. Dead Coyote Lava Höhle. Ich muss in diese Höhle rein. Irgendwie. Ich hab's befürchtet. Ein Vagabundenlager. Ihr Bastarde habt also all die Versorgungstrupps in der Nähe überfallen, stimmt's? Danke, Captown, für den Like. Oh Gott. Au! Jetzt bin ich Zombie-Hundefutter. Tja, das hat man davon. Curry, ich bin an Sergeant Andersons letztem Standort. Wenn er es noch hat, nehmen Sie ihm das Milizabzeichen ab. Es soll nicht von einem Verräter beschmutzt werden. Alles klar. St. John Ende. So, und ihr wisst ja, was mich gleich in dieser Höhle erwarten wird. Deshalb werde ich jetzt hier eine kleine Pause machen. Für die Leute, die es im VOD sehen, wird die ganz kurz sein, wenn ihr es zumindest auf YouTube seht. You have chosen death. Nein, ich habe jetzt chosen Pause, denn wir werden jetzt gleich eine kurze Pause machen und nach der Pause werde ich den Tod wählen. Bis dahin,
Macht's gut. Entschuldigung. Also, ich hab's jetzt nicht gesehen, okay. Ja, ich habe dich ja über den Haufen geritten. Er hat nicht gedacht, seine Zuschauer haben es gesehen. Gott sei Dank hat keiner einen Clip davon gemacht. Dann könnt ihr euch den davor merken. Den werde ich dann auch zukünftig, wenn ich jetzt nur einen mache, da sage ich vielleicht noch nicht, welches Spiel es gibt, aber ich kann den dann halt zukünftig vormerken. So, und damit herzlich willkommen nach dieser kleinen Pause zurück. Und natürlich danke an meine Kanalmitglieder. Und ganz besonderen Dank an meine Ehrenmitglieder und Produktionsmitglieder, die mich jeden Monat besonders doll unterstützen mit einer Stufe 2 oder Stufe 3 Abo auf Twitch oder YouTube. Und ganz besonderen Dank natürlich an Klingone23 und Julian Neidblum. Und die bekommen übrigens, wie alle Ehren- und Produktionsmitglieder, alle 3 Monate eine Postkarte. Und das ist das neue Design, was sie in den nächsten Tagen bekommen werden. So. Wir sind soweit. Wir gehen in die Höhle des Todes, so wie es vor der Werbung der gute JJ angekündigt hat mit You have chosen death. Ja, da gehen wir mal. Lava-Höhle. Bei so einem Namen kann ja nichts schief gehen, oder? Erstmal alles reparieren, Lebenspunkte wieder herstellen. Ein Camp voller Herumtreiber. Ihr seid die Arschlöcher, die mich überfallen wollten. Corporal Deacon St. John. Hey, sperr mal die Ohren auf. Bleib hier, du Mistvieh. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ist der abgehauen mit eingezogenen Schwanz. Hey, sperr mal die Ohren auf. Hey. Taylor, was brauchst du diesmal? Schon wieder Taylor. Ah. Komm her. Hab dich. Diesmal habe ich überlebt. So. Taylor? Du wolltest doch irgendwas. Ach. Der ruft nur an, um mich zu stören. Idiot. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Die Beamten waren heulende Babys, die an der Tinte des Steuerzahlers gesaugt haben. Aber so dumm sie auch schätzen. Ja, Ihr müsst so. euch schlecht die ganz hohen Tiere sich in irgendeinem Bunker verstecken und warten, bis die Freaks verreckt sind. Sie haben kein Essen verteilt oder ihre kostbaren Wähler gerettet. Ihr wisst, So ein klein bisschen Verschwörungstheorie für den Abend. Männer und Frauen, die kooperierten, die sitzen unter der Erde und saufen Champagner, während sie warten. Während wir hier draußen Ein Nero-Injektor. Genau das, was ich brauche. Nero alles auf Anfang setzen kann. Wir gehen auf Ausdauer. Wir sind nicht so... Oh, geiles Zeug. Ein weiterer Nero-Mikrorekorder. Ich weiß nicht, ob ich das anhaben möchte. 1463. Wir sind bei Position 301. Der Dead Coyote Lava Höhle. Ironischerweise so genannt, weil wir hier die Überreste eines Canis lupus mutans untersuchen. Oder Jäger, wie die Bevölkerung sie nennt. Hey, ich möchte einen von euch Typen mal was fragen. Uns Typen? Ja, naja, aus der Forschungsabteilung. Also, wie kann der Virus springen? Sie meinen von Spezies zu Spezies? Ja, ich meine, wir haben Katzen, Hunde, Vögel, diese Wölfe. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Wissen Sie, Was? Es gibt Katzenzombies? invasive Krankheit ist, Corporal? Nee, kein Schimmer. Denken Sie an Tollwut. Genau wie der Hooligan-Virus. Wird Tollwut durch Kontakt mit Flüssigkeit übertragen. Speichel, Blut, Samen. Er infiziert zwar vornehmlich, Das war knapp. aber Laborkulturen haben gezeigt, dass er auch Vögel, Reptilien und sogar Insekten infizieren kann. Wissen Sie, wie viele Säugetierarten es gibt? Eine Menge, Oh. schätze ich. Ja, eine Menge. 5488, um genau zu sein. Je nachdem, wen man fragt. Alle von ihnen, Katzen, Kaninchen, Hunde, Stinktiere, Opossums, Füchse, Affen, Igel und ja, Wölfe, Killer-Stinktiere. Ich freue mich auf Killer-Stinktiere. Was bedeutet
bedeutet das? Für uns meine ich. Sehen Sie sich die Muskulatur dieses Objekts an. Die Geschwindigkeit mit denen Supraglenoiden Tuberkel, die ulnare und radiale Tuberositas. Ein normaler Wolf, der kann 50 bis 60 Kilometer pro Stunde rennen. Der Bursche hier, der schafft fast 100. Und er könnte dabei den Reifen eines Motorrades zerkauen. Klingone 23, das ist eine super Idee. Zombie-Igel. Froh sein sollten, dass die meisten Säuger aussterben. Besser die als wir. Kommen Sie, verschwinden wir von hier. Ja, lieber die als wir. Okay, da haben wir jemanden. Und durch. Der bessere Schläger ist schlechter als meine Waffe. Bleibt einfach da stehen, selber schuld. Wer da nicht. So, immer ganz kurz. 911 Police Calls schreibt gerade, kann man PS Plus Ghost of Tsushima Legends Story spielen oder kann man nur online spielen? Ghost of Tsushima Legends ist der Multiplayer-Modus von Ghost of Tsushima. Da ist nur der Online-Modus dabei. Also das ist, der erzählt zwar eine Story, ist aber ein Koop-Spiel. Also du kannst wirklich nur im Multiplayer-Modus spielen, nicht alleine. Das ist auch nur ausgekoppelt, also das ist nicht der Singleplayer-Modus, den es jetzt gerade im PS Plus gibt. Und Spitzkopf Larry fragt, was ich im nächsten Live spiele. Also, das ist nicht so leicht zu sagen. Der nächste Live wird wahrscheinlich wieder Days Gone sein, also diese Woche. Falls ich dazu komme, spontane Streams zu machen. Also diese Woche wird halt Days Gone gespielt. Vielleicht gibt es diese Woche mehr als nur einen Stream, kann ich nicht versprechen. Vielleicht gibt es am Samstag und Freitag nochmal Streams, je nachdem, ob meine Frau weggeht oder nicht, also sich mit Freundinnen trifft. Nächste Woche kann ich dir noch nicht sagen, was es gibt. Momentan wird gerade auf Twitch, Entschuldigung, auf TikTok gibt es eine Abstimmung, ob wir nächste Woche Red Dead Redemption 2 oder die neue PS5-Version von GTA 5 spielen werden. Und ja, also je nachdem, was abgestimmt wird. Die Abstimmung läuft insgesamt bis Sonntag und am Sonntag sehe ich es dann und werde dann dementsprechend eine kleine Ankündigung auf Instagram machen und auf WhatsApp. Also die mir folgen. Und dann im Laufe der Woche, also wahrscheinlich so ab Montag oder Dienstag, gibt es dann auch auf meinem Profil auf TikTok dann die Stream-Ankündigung. Aber da weiß ich, kann auch sein, dass ich die vorher mache, aber dann wird nicht drinstehen, was ich genau spiele. Da wird nur die Benachrichtigung sein. Aber wie gesagt, entweder wird es Red Dead Redemption 2 oder GTA 5. In beiden Fällen aber die Story. So, jetzt muss ich wieder irgendwie zu meinem Motorrad zurück. Nein, da geht's nicht zum... Das hilft bestimmt. Hi, Dr. Suchuk Knubbi, einen wunderschönen guten Abend. Also das ist eigentlich immer die Idee, die ich jetzt habe, dass ich, wenn ich Mittwoch streame, kurz vorher oder an dem Tag vorher auf TikTok, wenn ich es schaffe, ein Video mache, in dem ich ankündige, was ich an dem Abend spiele und eben den Stream für die darauffolgende Woche bekannt gebe. Vorausgesetzt natürlich, also übernächste Woche werde ich das nicht machen, da werde ich einfach nur bekannt geben, was ich streame. Gibt es keinen Aufruf, weil es wird dann wahrscheinlich eine Abstimmung geben, aber dann nicht für die direkt nächste Woche, sondern die Woche drauf. Oder ich mache die Woche drauf, ich weiß noch nicht genau. Das werden wir dann sehen. Das hängt einfach damit zusammen, weil ich ja Ende März jetzt in Urlaub fahre für eine Woche.
Und da dann nicht streamen werde. Jedenfalls nicht Games. Bei so einem Namen kann ja nichts schief gehen, oder? So, wo ist jetzt mein Motorrad? Immer muss ich mein Motorrad suchen. Wo habe ich jetzt mein Motorrad gepackt? Ah, kann ich wieder Sachen mitnehmen? Komm schon. Oh, da ist eine Krasche. Ah, nee, keine Krasche. Wieder so ein Zombie-Vogel. Also die sind echt. Ich kann's riechen. Ich muss in der Nähe sein. Ah, da kann ich Zombie-Nester. Okay. Ich habe noch nicht rausgeguckt, wie ich gegen... Also die Zombievögel regen mich gerade echt auf. Kommt von allen Seiten. Blöder Zombievogel. So, immerhin habe ich jetzt das blöde Netz. Da kommt der nächste. Mann. Erste Vögel. Ja, Rabenzombies, eindeutig. Oh, Sterbvogel. Ich bin es halt auch gar nicht gewohnt, jetzt in die Luft zu zieseln. Bis jetzt habe ich immer nur so auf der Ebene. Also immer das Auge auf die Ebene gehabt. Da ist nochmal ein Zombie-Nest. Ganz viele Zombie-Nester. Ah, das sind ganz viele. Ah! Oh! Zombie-Bär! Ei! Okay. Okay. Da steht immer noch das blöde Viech. Läuft er lang? Scheiße. Ranger, verdammt. Fuck. Vielleicht kann ich vorbeischleichen. Jetzt stirb endlich! Nein! Das Viech ist immer noch nicht tot! Boah! Jetzt aber. Muss ich erstmal medizinische Verbände wiederherstellen. Und ich habe gedacht, die Vögel wären das größte Problem hier. Oh Gott. Böser Bär. So, jetzt erstmal heilen.
Okay. Wir ziehen uns mal zurück. Okay, wo müssen wir lang? Da. Okay, einfach nur den Weg. Geradeaus zurück, das schaffen wir. Hier ist irgendjemand, dem wir helfen müssen. Immer gucken. Okay. Ah ja, da können wir uns mal auf. Wo lang? Geht doch. Da können wir irgendjemand helfen. Wir müssen noch 2 Personen mindestens helfen, damit wir, also damit wir eine Schiffe bekommen. Jetzt habe ich dich. Okay, da sind Hunde. Suchen wir noch mal ein kleines Hündchen. Scheiße, eine Schlinge. Ah, verdammt. Au. Okay, das war neu. Ich lebe noch. Ah, ja. Okay, ich brauche mein Zeug. Sie dürfen mich nicht erwischen. Aber immerhin, sie haben mir mein Messer gelassen. Das ist doch schon etwas. So, das hat sie davon. Hättet ihr mich mal in Ruhe gelassen. Da ist eine Falle. Aufpassen, dass ich nicht in eine Falle auf. Nix. Hier ist niemand. Das ist nicht der Deacon St. John, den du suchst. Nein, guck mal in die andere Richtung. Da sind Männer! Nein, da ist niemand. Irgendwas ist dabei? So, was haben wir hier Schönes? Alles mitnehmen. Ich habe Subnautica Below Zero zumindest mal angefangen zu spielen, aber ich werde wahrscheinlich nicht weiterspielen. Habe ich einfach festgestellt, Unterwasserwelten, das sind nichts für mich. Also etwas gruselig Unterwasserwelten. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo mein Zeug abgeblieben ist. Hast du mein Zeug gesehen? Irgendwo muss noch mal eine Waffen sein. Mein ganzes Loot. Kann doch nicht sein, dass sie das einfach so hier versteckt haben. Haben die das dann hingelegt? Also ich habe halt jetzt nicht vor, in die Wildnis zu gehen ohne meine Schießwaffen. Das war meine Waffen, nicht deren. Weiß ich gar nicht, wo ich eigentlich bin.
Auf halbem Weg. Wo haben die mein Zeug gelegt? Laufen wir mal Richtung Motorrad. Nein. Oh fuck, da ist wieder ein Zombiebär. Und eine Zombie-Raubkatze. Ich will meine Waffen haben. Wo zum Henker sind meine Sachen? Haben die hingelegt? Jetzt nochmal da rein. Nein. Komm schon. Ah, da werden meine Sachen sein. Ja, ich habe wieder alles. Und vor allem meine Nahkampfwaffe. Ach, Gott sei Dank. Damit fühle ich mich schon besser. Auch Klingone freut sich, dass ich endlich wieder meine Sachen habe. Okay. Auf zu meinem stolzen Motorrad. Und jetzt ignorieren wir einfach mal alle Fallen und sonstige Sachen. Mich ganz schön reingeritten. Und ja, mir ist schon öfters passiert, dass ich in irgendwelche Fallen reingetreten bin, wo ich gesagt habe, ah, guck, da ist eine Falle, da drehe ich nicht rein. Und dann 2 Meter weiter drehe ich in eine Falle. So. Zombie. Ne, das sind Menschen. Die sammeln wir auf. Können wir looten. So. Mal gucken, wie viel wir noch looten müssen, bis wir das Achievement haben. Wo haben wir es denn? Da. Ich brauche noch knapp 126 Freaker, die ich töten muss. Und nur noch 21 Sachen, die ich looten muss. Das kriegen wir heute noch hin. Beide Achievements sollten wir heute noch schaffen. Aber wenn wir die beiden haben, also tatsächlich das Looten ist, glaube ich, das einzig verpassbare, die einzig verpassbare Trophäe. Weil anscheinend gegen Ende des Spiels gibt es nicht mehr so viele menschliche Gegner. So. Geschafft. Captain. Ich habe Ihren Mann gefunden, Anderson, und wie Sie sich dachten, er hatte sein Abzeichen noch. Ist tot? Naja, sagen wir mal, er hat sich mit einem Rudel Wölfe angelegt, bevor ich ihn aufgespürt habe. Ein passendes Ende für einen Mörder und Dieb. Ja, Sir. Danke, Corporal. Wegtreten. So, das waren Souvenirs. Und das war die Kopfgeldjagd. Da haben wir keine Jobs. Kriegen wir die nächste Hauptmission wahrscheinlich demnächst aufgeschwatzt. Gucken wir mal, ob wir was haben. Da können wir was hingehen. Da können wir mal in die Richtung fahren zumindest. Aber vorher holen wir uns noch schnell Treibstoff beim Mechaniker. Und meistens, während man dann zu so einer Nebenmission fährt, kriegt man dann übers Radio mitgesagt, mach doch dies und jenes. Also, wo kommst du her, Lucas? Lucas, oder? Ich kann dich nicht einordnen. Hört man das? Ja, ich komme aus Kanada, ursprünglich. Ich war im Urlaub hier mit der Familie. Wir haben gezeltet, weißt du, westlich vom Crater Lake. Mit der Frau und den Kindern. Meine Jungs wären dieses Jahr 8 und 9 geworden. Corporal, pass auf dich auf da draußen. Corporal? Sergeant, wir sehen uns, Sarge. Tschüss, Sarge. Der ist immer noch einen Rang über mir, der Sarge. Aber halt nicht mehr.
Bin gespannt, ob wir dann auch weitere auch Streifen kriegen, wenn wir aufsteigen, oder ob wir nie über den Rang des Corporals hinauskommen. Corporal St. John. Wade Taylor an Deacon St. John. Oh Gott. Taylor schon wieder. Ich höre doch ein Bike. Sag mir, dass du nicht da draußen bist und einen Drogenschmuggler suchst. Okay. Dann sag ich's nicht. Ist aber so. Gott verdammt, Taylor. Du wirst dabei draufgehen. Nein, Mann. Ey, ein paar von denen sind den Highway hoch. Highway 97? Ey, es war ja Tag. Bestes Wetter. Hab nicht einen Freak gesehen. Da ist eine Gruppe. Männer, die sind uns zur Skihütte. Wusstest du überhaupt, dass hier eine Skihütte ist? Taylor. Die sieht wirklich tot. Oh, fuck. Absetzen. Der ist schwer. Der ist anstrengend, der Gegner. Ich muss weiter. Sie halten bei einem anderen Kerl. Taylor Ende. Taylor? Ach, verdammt, der Typ läuft mir jetzt Und Roadkill. Deacon St. John und Captain Curry. St. John und Curry, kommen. St. John, ich sprach gerade mit dem Colonel. Er teilt sie der Forschungsabteilung zu. Captain, Forschungsabteilung, ja, so kann man es wohl nennen. Ich helfe Lieutenant Weaver und Lieutenant Whittaker. Gut, Sie können jede Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich helfen kann. Ich bin für Sie und deshalb wollte ich Sie auch sprechen. Lieutenant Whittaker hat per Anforderungsschein Hefe bestellt. Hefe? Einen Moment. Unsere Patrouillen sind in der ganzen Region unterwegs. Wenn Sie auf etwas potenziell Wertvolles stoßen, verzeichnen Sie es. Ja, hier. Hefe und andere Backzutaten wurden in der Küche des Crater Lake Besucherzentrums gesehen. Kennen Sie das? Ja, das finde ich. Viel Glück, Corporal. Curry, Ende. So, dann machen wir uns mal hier über das Lager her. Aber vorher erstmal alle Alarmanlagen ausschalten. JJ, tschüss. Wünsch dir einen schönen Abend noch. Okay, hier ist irgendwo eine Horde auch in der Nähe. Man hört jetzt schon die bedrohliche Musik. Ich habe mal mich einem Nero-Camp direkt neben einer Horde gestellt und dann habe ich vergessen, eine von diesen Laternen zu demontieren. Das hat Ärger gegeben. Da passe ich jetzt auch mehrmals auf. So. Immer schön, am besten ist es, man folgt den Strommästen. Da kann man am besten nachvollziehen, ob man irgendwas übersehen hat. Zum Beispiel den hier. Den müssen wir nachher auch noch deaktivieren. Frage ist, wie komme ich da hoch? Da hinten komme ich hoch. Und da ist auch noch eine Alarmanlage. Und hallo Devils, auch dir einen schönen guten Abend. Okay, ich glaube, wir haben alle deaktiviert. Eingang haben wir, hintere Eingang haben wir. Das Gebäude haben wir und ich glaube, es sind keine... Also wie gesagt, in dem einen, wo ich dann diese Horde angelockt habe, da war halt auch so ein Lautsprecher direkt in einem Baum versteckt. Das war übel. So, jetzt müssen wir den Stromgenerator finden. Den müssen wir dann erstmal aktivieren. Das heißt, den Stromgenerator müssen wir dann für gewöhnlich mit Benzin voll tanken. Ist dieser der Generator? Mal gerade mal so viel
Aber für Sicherheitsfälle. Okay, ich sehe den Generator nicht. Ich habe auf alle Fälle schon mal Benzin gefunden für nachher. Das ist schon mal hilfreich. Also hier haben wir Benzin. Aber dann brauche ich trotzdem noch den Generator. Bin ich jetzt blind? Geh mal nach oben. Also das ist normal so ein grauer Kasten. Von dem muss eigentlich ein Mast abgehen. Den gerade nicht. Mal wieder Waffe reparieren. Devils, mir geht's soweit gut. Ich ja, hatte zwar einen etwas anstrengenden Arbeitstag heute, aber jetzt kann ich ja gemütlich mit euch noch ein bisschen Days Gone spielen. Werde jetzt aber nicht mehr allzu lange spielen. Vielleicht noch irgendwo zwischen 21:30 Uhr und 22 Uhr. Also langsam geht es jetzt nach. Oh, fuck. Und ich merke gerade, dass ich mein Datenvolumen fast aufgebraucht habe. Denn ich habe, glaube ich, mein WLAN nicht aktiviert. Gut. Kein Strom. Ach, scheiße. Aber ich glaube, morgen müsste mein Datenvolumen neu aufgefrischt werden. Aber das ist natürlich jetzt blöd. So. Wir suchen aber immer noch. Und Domi, vielen Dank für deine Rose. Okay, ich finde den Stromgenerator nicht. Das ist ein bisschen problematisch gerade. Einmal gespielt und dann nie wieder. Ja, ich bin ja immer noch beim BIM-RAM bei meinem ersten Durchlauf. Und tschüss, Namitsu. Ja, auch einen schönen Abend. So, ich finde den Stromgenerator. Der muss doch hier irgendwo sein. Das kann doch nicht sein, dass das Lager keinen Stromgenerator hat. Achso, nee, es kann natürlich sein. Der kriegt. Nee, aber es ist ein Telefonmesse, das ist kein Strom. Ah, hier geht eine Leitung runter. Okay, dann wird der Stromgenerator hier unten irgendwo sein. Das ist zumindest noch ein Strommast. Okay, vielleicht doch nicht. Aber das hätte gefährlich sein können. Da hätte zum Beispiel ein Generator sein können, der mich dann ins Verderben zieht. Dying Light werde ich wahrscheinlich nicht spielen. Also Dying Light, das Ganze in der Ego-Perspektive zu spielen, ist mir dann doch ein bisschen zu gruselig. Okay, irgendwas sagt mir, dass unter dem Berg da eine Horde ist. So das Hordengefühl. Für die nächsten 7 Für die nächsten 7 Freaks, die ich töte. Keine Ahnung. Ob hier noch 7 Freaks sind. Ich versuche ja hier eher den Stromgenerator zu finden. Der will sich gerade nicht finden lassen. Das ist echt ein bisschen
Okay, hier haben wir noch eine Stromleitung. Die Stromleitung geht zu dem Baum. Und die geht zu der Hütte. Da ist keiner. So. Also muss ja im Prinzip eine von den Stromleitungen sein. Die geht nur dahin. Das ist auch. Da geht die Stromleitung hier hin. Stromleitung dahin. Stromleitung. So, den hätten wir auch erledigt. Ich habe nicht mal genug Schrott, um das zu reparieren. Kann doch nicht sein. Also irgendwas übersehe ich hier. Also von den Masten gehen 2 aus. Einer geht hier lang, einer da geht da lang. Aber da unten ist auch kein Stromgenerator, wenn ich das richtig sehe. Und ich glaube, langsam wird es Nacht, deshalb kommt immer mehr neben dem Bus. Neben dem Bus? Wo ist hier der... Also, das Benzin ist hier, aber da ist doch kein Stromgenerator. Ah! Nee. Das ist auch kein Stromgenerator. In den Zauneingang. Zauneingang. Ah, okay, da ist er. Danke. Total übersehen. Okay. Benzinkanister. Und dann jetzt schnell beeilen, bevor die Horde nachtaktiv wird. Oder besser gesagt zurückkommt. Gutes Timing. Und hallo Marcel Richter. Und nochmal danke Pogogo für den Hinweis. Wir haben grünes Licht. Grünes Licht ist gut. Okay, dann. Okay. Dann schauen wir mal. Noch so ein Mikrorekorder. Was hier wohl passiert ist. Soldat! Scheiße, fassen Sie die Tür nicht ein. Ausweg. Es gibt keinen Ausweg. Keinen Ausweg. Oh nein. Ich mein's ernst. Sitzen fest, Sie desertieren. Nicht nur hin. Wo soll... Gott, hilf mir. Ein Neuroinjektor. Genau das, was ich brauche. Ach du Scheiße. Also das nenne ich mal Pflichtbewusstsein. Und Vulcan Legacy. Geiles Zeug. Okay, wo ist jetzt mein Motorrad? Okay. So, dann ziehen wir noch schnell ins nächste Lager. Also nicht ins nächste Lager, sondern zurück ins Lager. Und in dem Gebiet kann ich leider nicht die Schnellreise wirklich nutzen, weil hier doch überall Zombies. Ich muss sie ausräuchern, die Durchfahrt sicherer machen. Ja, das werden wir auch irgendwann machen. Beziehungsweise, das ist etwas, was ich mir dann zwischen den Streams aufhebe. Falls ich wirklich am Freitag mit euch oder Samstag streamen sollte, werde ich gucken, dass ich vorher solche Kleinigkeiten, so Nebenmissionen, so Nebenaufgaben wie Nester und so weiter clean machen werde. Noch ein Plünderercamp. Ja, ich weiß schon, was ihr Arschlöcher vorhabt. Nester. Ich muss sie beseitigen, damit die Durchfahrt wieder sicherer ist. Also es werden ja jetzt hier hoffentlich keine Züge kommen. Oh, aber in solchen Zügen, da hausen nur also immer Zombies. Also, Trigger, Entschuldigung. Colonel, Corporal St. John, mache Meldung. Ich bin an Lieutenant Norwoods letztem Standort. Scheint ziemlich gut gesichert zu sein, Sir. Soll ich das wirklich alleine machen? Sie haben Ihre Befehle. Ja, Sir. Mieser Ficker. Achso, gut, dann. So, Cerberus, ich glaube, das waren mehr als 7. Tötet sie! So.
Okay, kommt schon, ihr Arschlöcher. Los geht's! Oh, der ist fies. Vorwärts! Hier bist du. Wo ich die jetzt? Oh, danke, Cypress, für den Bit. Gönn dir. So. Brenn, du Arschloch! Okay. Aber alle? Ich hoffe mal, das sind genug Leute, die ich jetzt looten kann, damit ich die Trophy vielleicht noch kriege. Schießen aber ganz schön da. Oh, das sieht nach Horde aus da hinten. Milizbike. Das muss ihres sein. So. Jetzt hab ich dich. Ausschalten! Ich sehe sie. Was zum Henker machst du da? Los, gebe Deckung. Such dir Deckung schnell! Getroffen! Getroffen! Verdammt! Erwischt! Jemanden hat's erwischt! So, das waren haufenweise Kopfschüsse. Habe ich hier noch mal jemand? Ne, die sind alle weiter vorne. Lieutenant, sind Sie hier? Hab dich. Das Schwein hat sie erwischt. Feuer frei! Ja, töte sie! Okay, Moment, ich komm. Irgendwann muss So, den hätten wir auch erledigt. Als Cocktail. So, da ist noch eine Leiche, die wir looten können. Muss da in dem Wagen drin sein. So, und jetzt können wir die Mem hier befreien. Wenn wir Glück haben, ist es auch die vorletzte, die wir dafür brauchen. Moment, ich komme. Wie zum Teufel geht's? Nee, Tripler, Call of Duty spiele ich nicht. Gott sei Dank, ich dachte, das war's. Ach ja? Tja, ein guter Freund sagte mir mal, gib die Hoffnung nie auf. Denn sonst kannst du dir genauso gut den Strick nehmen. Ich werde bei meinem nächsten Hinterhalt bestimmt dran denken. Alles okay? Okay, also das Camp ist gesäubert und Ihr Bike noch heil. Also schaffen Sie es alleine zurück, ha? Ja, das schaffe ich. Danke, St. John. Na klar, dann fahren Sie. Los! So, die Hoffnung gibt nie auf. Das hätten wir auch fast geschafft. So, jetzt noch ganz kurz gucken, wie viel ich da jetzt noch bräuchte. Ah, nur noch 7. 7 Gegenstände, die ich noch looten müsste. So. Wenn der jetzt nicht 6 Gegenstände dabei hat, dann wird es... Nein. Also manche Leute haben mehr als einen Gegenstand, wenn man looten kann. Das hilft dann natürlich ein bisschen. Aber meistens ist es nur ein Gegenstand. So, da drüben sind noch
Kann ich vielleicht noch was looten? Mal gucken. Hey, das sind Freaker. Ne, da ist ein Mensch, den kann ich noch looten. Haha. Das sind 3 Gegenstände. Ah, es wird. Vielleicht. Nein, da gab es einen Lappen. Ha! Und da ist es. Du hast etwas Rotes dabei. Gerade noch die Trophäe bekommen. Super. Das ist tatsächlich die, ich glaube, die einzige verpassbare Trophäe in dem Spiel. Und jetzt brauche ich auch nicht jede Leiche mehr looten. Das hilft auch ungemein. So, ich gehe ganz kurz zu meinem Bike, damit ich speichern kann. Und vielen Dank, Klingone, dass du dem lieben Lizard ein kleines Abo schenkst. Vielen, vielen Dank. So. Jetzt gucken wir mal, ob da schon wieder eine Ah ja, jetzt haben wir wieder eine neue Hauptquest verfügbar und müssen es ansammeln. Okay. Genau. Ich glaube, also irgendein Gegenstand. Ups, da schön aus den Augen, schön Schlangenlinien fahren, damit die mich mit ihrem Scharfschützengewehr nicht erwischen. Oh, ich muss aber in die andere Richtung. Colonel Sir, mache Meldung. Ich weiß ja, das war nicht leicht, aber ich hab sie. Lieutenant Norwood ist frei. Gute Arbeit, Corporal. Ich schicke eine Patrouille raus. Sie sagte, dass sie es allein schafft. Ich erkundige mich später noch einmal nach ihr. St. John Henry. Ich darf keinen von ihnen lebend entkommen lassen. Alles Vergewaltiger und Mörder. Und Level up. Was ist er denn? Nein. Teufel! So, in so einem Lager gibt es auch immer einen Bunker, den man nachplündern kann. Und damit kriegt man dann ein bisschen, kann man die Karte aufdecken. Deshalb sind die auch ganz hilfreich. Hat mich erwischt! Was sagt ihr dazu? Hm? Jemand schießt zurück. Gefällt euch das? So, Taste benutzen. Ne, den kriegen wir nicht. Hey, du! Seh dich da drüben. Ups. Mach ihn fertig! Das sollte ich jetzt vielleicht reparieren, bevor meine Axt kaputt ist. Oh. Scheiße! Na los! Upp. Komm schon. Oh, fuck. Mach ihn fertig! Ich noch mal heilen. Ja, da war doch was. So. Er lebt immer noch, oder?
Colonel Sir, ist Lieutenant Norwood gut angekommen? Okay, jetzt ist er tot. Corporal, ich lese gerade Ihren Bericht. Sie gibt an, dass Sie ein ganzes Drifter-Camp... I'm Sager. Irgendwann habe ich vor, Elden Ring anzufangen, aber momentan noch nicht. Momentan ist mir tatsächlich ein bisschen überhyped das Spiel. Und vor allem hätte ich ein schlechtes Gewissen, jetzt anzufangen, wenn ich eigentlich noch Demon's Souls da habe, was ich noch nicht gespielt habe. Ich weiß Oh, ein Trophy, ein Abo. Oh, das ist cool. Wusste ich doch. So, okay, genau, da ist die nächste Karte. Praktisch, eine Karte. Jede Menge Markierungen. Sehr Besserer Schläger. Ich schätze mal, die brauchen sie jetzt nicht mehr. So, und wenn ich jetzt auf die Karte gucke, sollten weitere Sachen sichtbar sein. Genau, jetzt ist mich das ganze Gebiet hier aufgedeckt, was ich vorher nicht hatte. Und sehr viele Zombie-Horden, die ich dann freischalten kann. Also da wird noch viel zu tun sein. Okay, mindestens 90 Stunden für Elden Ring. Vorausgesetzt, ich werde Elden Ring durchspielen, das ist die andere Sache. Bei Souls-Spielen habe ich immer das Problem, dass ich die wahrscheinlich eher nicht durchspiele. Weil da brauchst du Skill, der mir extrem mangelt. So, gucken wir mal, was wir hier noch haben. Schön Schrott einsammeln. Da hat man gleich mehrere Tote. Das Gute ist, das Loot wird hier besser von denen. Also viele Rohrbomben, Molotovs. Sieht sehr nett aus. Verdammt vom Bild abhängig, was ich bisher... Ja, okay, das habe ich auch, also das habe ich auch gehört. Ich habe gehört, dass es manche Builds gibt, also gerade zum Beispiel bei Elden Rings, der Astrologe soll relativ einfach sein, wenn man relativ früh eine gute Waffe bekommt. Wenn nicht, kann das richtig schwer sein. Also da sind tatsächlich diesmal die Caster leichter als die Nahkampf-Builds. Aber es hängt, wie gesagt, auch sehr, sehr doll von der Ausrüstung ab, die man bekommt. So, wo ist denn mein Bike? Da ist mein Bike. So, okay, wir müssen auf alle Fälle durch das Lager durch. Also war es schon nicht schlecht, dass wir das geklärt haben. Ich habe keine Ahnung, ob das so eine clevere Idee ist, mit dem Bike in so eine Höhle reinzufahren. Noch ein Signal. Aber zumindest gibt es hier einen Injektor. Ein Injektor. Die haben hier wirklich alles. Gut. So, wir machen wieder Ausdauer. Oh, Steroide. Sind das Steroide? Hey, haben Sie morgen Dienst? Hab noch nicht nachgesehen. Sie? Ja, ich bin 4 Tage am Stück eingeteilt. Dürfen die das eigentlich? Sie es getan? Ja, dann dürfen Sie es wohl auch. Wir haben eine Menge zu tun. Wenig Zeit. Ja, das weiß ich, aber scheiße, Doc. Ich meine, die nehmen uns echt hart an. Nicht hart genug. Wie? Hattet ihr keine Zeit, in euren beheizten Bunkern eine Runde Dame zu spielen? Was für Luxusprobleme. So, wo sind wir jetzt gelandet? Und auf der Seite vom... Okay.
Aber ich bin froh, dass das ein... Ah, hier sind schon wieder so komische Möwen. Das Besucherzentrum. Das muss es sein. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Hefe. Eine Küche. Ja, oh, das muss in der Küche sein. Oh, Scheiße. Brecher. Gleich mehrere von denen. Brecher. Das muss einfach sein können. Upsa. Habe ich noch Molotow? Ah, gleich 3. Verdammt. Okay, einer ist weg. Aua. Au. Das Besucherzentrum. Das muss es sein. Okay. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Hefe. Küche. Ja, gut, das Zeug muss in der Küche sein. Oh, Scheiße. Brecher. Großartig, Brecher. Hätte es nicht mal einfach sein können. Nee. Okay. Endlich. Verdammt. Nur als Erinnerung, der hat eine komplette 2 Magazine gefressen von meiner Shotgun. Na also. Hier! Okay. Einer ist nicht so schwer, aber 2 und geschweige denn 3 gleichzeitig, das haut dann doch ein bisschen. Oh, da ist der zweite Brecher. Das ist eine ganze Brecherfamilie hier. Fast weg. Jetzt wissen müssen. Fuck. Boah. Okay. Ich hasse die Viecher. Wo zum Teufel ist die Hefe? Und noch mehr Beute.
Und jetzt kommt quickski.eu daher und sagt, du kannst dir einfach weglocken. Okay. Und er meint, ich habe bei dem Spot dort die Zombies mit dem Bike weggelockt und bin dann in Ruhe hingegangen. Okay, beim nächsten Mal dann. Oh Gott. Und hallo Herr Lavermann. Lavermann freut sich auf meinen Red Dead Online Stream, wobei momentan werde ich eher ein bisschen Red Dead, also je nachdem was morgen, was jetzt gewinnt für die nächste Woche, wird es entweder ein Red Dead Redemption Story Stream oder ein GTA Story Stream werden. Was wird auf alles für Story? Da kann ich was draus machen. So, wieder eine Sehenswürdigkeit hier bekommen. Ja. Okay. Ich muss hier irgendwie reinkommen. Und wahrscheinlich ist hier überall wieder zu, oder? Nee, ich krieg da auf. Haha. Alles klar. Hilfe. Hilfe. So. Aber das war nicht das, was ich brauchte, oder? Ach da, Hefe. Ah, hier ist sie ja. Ja. Ich hoffe, das ist genug. Das erinnert mich an 2020, wo man auch kaum Hefe bekommen hat. Corona, die Zombie-Apokalypse des kleinen Mannes. So, okay. Geschafft. Jetzt gleich eine Horde auf mich zukommt, dann drehe ich durch. Okay, Motorrad. So, St. es John gibt noch ein bisschen an Horrorfleisch. Lieutenant Whittaker. Mache Meldung. Deacon, Corporal St. John, ja. Ich habe den Anforderungsschein abgearbeitet, die Hefe. Das ist nicht viel. Ich bin sicher, dass es für meine Zwecke reichen wird. Also, nur aus Neugier. Wozu brauchst du... Sorry, ich habe zu tun. Ich muss aufhören. Wir reden, wenn du hier bist. Whittaker, Ende. Okay. Okay. Können wir automatisch hinfahren? Nein, können wir nicht. Gern geschehen. Es gibt hier noch zu viele Zombie-Horden unterwegs. Aber das kriegen wir hin. Der allerbeste Benex. Einen wunderschönen guten Abend. Ach, da schießt schon wieder jemand auf mich. Reparieren. Repariere dein Bike mit Schrott. Ist es schon wieder kaputt? Oh, da war eine Falle. So, ist noch irgendjemand da? Ah, da, von der Seite. So. Das habt ihr jetzt davon, dass ihr Seile spannt. Sollte mich jetzt dringend verarzten. Benex, alles was Beine hat geht. So, und ich muss mein Motorrad reparieren. Ich krieg das schon hin. Gut. Ich muss ja auch 100 Schrott da in das Bike investieren. Deshalb
ist das gar nicht mal schlecht, wenn das mal ein bisschen kaputt geht. Wir sammeln den noch auf. Hörchen aufgesammelt. So. Und wir müssen hier lang. Upsa. Raubkatze. Raubkatze ist böse. Das hat nicht ganz geklappt. Zu wenig Anlauf. Machet ihr das Tor auf? Danke. Ja, da hast du recht. Alles. Nix. Tische und Stühle gehen auch nicht. Los, los, los! Oh, bitte! Das geht doch. Ja, Sir! Jawohl! So. Ich habe gelernt, ich nehme jetzt das Motorrad, um dahin zu kommen. Komm her. So, da bin ich mal gespannt, was die mit ihrer Hefe macht. Vielleicht backt sie uns einen Kuchen. Gott verdammt. Ma'am. Hör mal, kannst du das bitte lassen? Wie bitte? Ich weiß, es ist seltsam, aber ich kann's doch nicht ändern. Naja, ich wohne in der Kaserne mit einem Dutzend Milizarschlöchern, während meine Frau ein eigenes Zelt bei den Offizieren hat. Was ist daran schon seltsam? Deacon. Und ich sehe sie nur, wenn ich einen Botengang für sie erledige. Auch absolut nicht seltsam, Ma'am. Meine Hefe, danke. Willst du was backen? Wenn du einen Ofen brauchst, ich weiß, wo einer ist. Nein, ich mache damit virale Proteine, sie bilden dann Antikörper. Aber natürlich war das Sarkasmus. Brot, virale Proteine, für mich ist das alles eins. Hey, Danke aller Benex, dass für die Rose und dass ich dir sympathisch bin. Vielen Dank. Ich werde jetzt auch bald Feierabend machen. Ich meinte fürs Bleiben. Ja, Ma'am. Ja, Klingone, hast recht. Toilettenpapier wurde in der Apokalypse gebunkert, aber wir sind ja hier in der Abokalypse. Dank dir unter anderem, Klingone. Vielen Dank. So, Vertrauen wurde erhöht. Wunderbar, wir sind damit auch hier auf Stufe 1. Können damit endlich Waffen bauen. Wie gesagt, vielleicht... Nein. Bitte dorthin. Danke. Corporal St. John. Ja. Hier spricht Dr. Jimenez. Hallo, Jimenez. St. John? Hey, Doc. Hier ist Deacon. Was kann ich für dich... Wir lassen ihn noch aussprechen. Oh, St. John. Gut. Du musst zur Krankenstation kommen. Stimmt was nicht? Brauchst du irgendwas? Nein, nein. Nichts dergleichen. Ich will mir deinen Arm ansehen. Mein Arm ist okay, Doc. So eine Verbrennung von einem Holzofen ist keine Kleinigkeit. Willst du eine Infektion? Du kommst hierher. Das ist ein Befehl. Okay, Doc. Na gut, schön. Wie du meinst. St. John, Ende. So, genau. Ich wollte sagen, vielleicht werde ich diesen Freitag oder Samstag auch mit euch streamen. Ganz spontan. Da wird es keine großartige Ankündigung vorher geben, außer auf WhatsApp. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, oder irgendeinen anderen Stream oder Videos oder so von mir, dann würde ich euch empfehlen, mir per WhatsApp zu folgen. Captain Curry, kommen. Ja, Captain. Oh Gott. Ich wollte nur sagen, dass der Colonel jeden Morgen eine Ansprache hält. Bei Sonnenaufgang. Am Sammelpunkt, wo sie vereidigt wurden. Ja, Sir.
Es ist zwar nichts Offizielles, aber von Soldaten wird die Teilnahme erwartet. Verstanden, Sir. Curry, Ende. Na toll. Ein Kommandant, der sich selbst gern reden hört. Das kann ja heiter werden. Genau. Und auf alle Fälle der nächste reguläre Stream, wo es dann auch wieder wirkliche Ankündigungen gibt, ist nächsten Mittwoch. Und da gibt es dann entweder Red Dead Redemption 2 oder GTA 5 in der PS5-Version. Je nachdem, was die TikTok-Abstimmung ergibt. Ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde jetzt noch ganz kurz jemanden raiden auf Twitch. Aber TikTok-Stream werde ich jetzt schon mal beenden. Ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal.